beschäftigen uns heute mit der Frage, was eint Europa? Das wollen wir mit einem interessanten Gesprächspartnerinnen-Panel diskutieren. Zunächst begrüßt uns Heinz Engel, der Rektor der Uni Wien, gefolgt von einem Impulsvortrag des früheren Bundeskanzlers Franz Vranitzky. In der Podiumsdiskussion nehme dann Ihre Fragen auf, aber auch die Anmerkungen der Userinnen und User von der Standard.at. Wenn Sie twittern möchten, der Hashtag lautet Semesterfrage. Seien Sie bitte so nett, aber Ihr Handy dabei auf lautlos zu schalten. Rektor Engel, bitte. Guten Abend. Muss man sich irgendwie sehr weit vor. Das sollte man noch irgendwie verändern, weil man kann nicht so sprechen. Okay, geht's ja. Nachdem mich der Chefredakteur des Standards, Herr Kotinek, begrüßt hat, möchte ich ihn begrüßen. Herr Kotinek wird diese Diskussion leiten. Ich begrüße natürlich besonders Herrn Altbundeskanzler Dr. Franz Vranitzky, unter dessen Regierung die Verhandlungen mit der Europäischen Union geführt wurden und der Beitritt erfolgt ist. Herzlich willkommen, Herr Bundeskanzler. Aus der Universität begrüße ich die Universitätsratsvorsitzende Frau Dr. Eva Nowotny, die früher im Büro des Herrn Bundeskanzlers tätig war und dann in vielen diplomatischen Funktionen, sowie ich habe ihn nur noch nicht gesehen, den Senatsvorsitzenden Professor Schwarz. Ich möchte von weiteren Begrüßungen absehen. Ich begrüße insbesondere aber die vielen Studierenden der Universität Wien, die zu dieser Veranstaltung gekommen sind. Semesterfrage. Gut. Wir haben im März 2016 mit diesem Format Semesterfrage begonnen. Jedes Semester stellt die Universität Wien eine Frage zu einem Thema, das die Gesellschaft bewegt. Es ist eine Kooperation mit der Tageszeitung Der Standard. Unsere Forscherinnen und Forscher liefern vielfältige Blickwinkel und Lösungsvorschläge aus ihrem Fachbereich. Diese Diskussion beginnt ja bereits einige Monate vorher im Standard, sowohl im Print als auch online. Wir stellen diese Beiträge auf unsere Website, auf die Social-Media-Kanäle und diese werden auch im Standard online zur Diskussion gestellt. Ich möchte kurz, damit Sie die Geschichte dieser Veranstaltungsserie sehen, auch unsere bisherigen Themen und die Keynote-Speaker und Speakerinnen nochmal in Erinnerung rufen. Begonnen haben wir mit einem ähnlichen Thema wie heute, allerdings spezifischer, nämlich wie verändert Migration Europa? Die damalige Keynote-Sprecherin, Professorin Christine Langenfeld, inzwischen Richterin im Bundesverfassungsgericht, im deutschen Bundesverfassungsgericht. Wir wechseln auch immer zwischen eher gesellschaftspolitischen und technisch-naturwissenschaftlichen Themen ab. Das nächste Thema war sozusagen eine Mischung aus beiden, nämlich wie leben wir in der digitalen Zukunft. Keynote-Speaker war Wolfgang Wahls, der Leiter des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz. Nächstes Thema, Gesundheit aus dem Labor, was ist möglich? Mit einer Keynote-Lecture von Andreas Barner, einem Mediziner und Mathematiker, der damals, inzwischen pensioniert, CEO, also Vorstandschef von Boehringer Ingelheim war. Die vorletzte Veranstaltung vor dieser, was ist uns Demokratie wert? Mit einer Eröffnungsansprache von Joachim Gauck, dem früheren deutschen Bundespräsidenten. Dann vor einigen Monaten, wie retten wir unser Klima, mit einer Rede von Mojib Latif, dem Leiter des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel und heute eben was eint Europa mit einer Keynote von Franz Vranitzky. Europa ist eben mehr als eine geografische Einheit. Europa baut auf einer gemeinsamen Kultur und Geschichte auf. Aber was hält Europa zusammen? Auf universitärer Ebene ist das leicht zu beantworten. Universitäre Netzwerke, wie zum Beispiel die European University Association oder die Guild of European Research Universities. Gemeinsame Forschungsinstitutionen, wie zum Beispiel weit weg, aber doch wichtig, die Europäische Südsternwarte in Chile, die ohne die Europäische Union nicht denkbar wäre. Fördermaßnahmen wie die ERC-Preise oder die vielen europäischen Projekte, die unsere Forschung ganz wesentlich mitbestimmen.
Marie Skłodowska-Curie Research Fellowships für Doktoranden und Doktorandinnen und natürlich für die große Zahl der Studierenden das Erasmus-Programm, das es jungen Menschen ihnen ermöglicht, überall in Europa zu studieren. Allein die Universität Wien sendet pro Jahr mehr als 1000 Studierende in diesem Programm in andere Länder und ebenso viele kommen aus anderen europäischen Ländern zu uns. Wir diskutieren heute an einem ganz wichtigen Tag. Wir fragen heute, was eint Europa? Wir werden morgen erleben, wie das Parlament in London über den Brexit abstimmt. Also wir wissen es heute nicht, aber eine Frage, die natürlich eine ganz entscheidende auch für die Universitäten ist. Für die Universitäten wäre der Verlust der Partnerschaft mit den britischen Universitäten fatal, insbesondere in der Forschung. Die Personen, die im Vorfeld aus der Universität Wien im Standard zu diesem Thema geschrieben haben, waren unser Historiker Wolfgang Schmale über die Vielfalt in Europa, die Politikwissenschaftlerin Saskia Stachowicz zur Grenzpolitik in der EU und der Jurist Thomas Jäger zu Möglichkeiten und Wirkungen des Europäischen Gerichtshofs. Ich möchte nun den Diskutanten schon sozusagen prophylaktisch danken für die Diskussion, die dann hier stattfinden wird und sie nicht länger sozusagen auf die Folter spannen und nun wieder an den Moderator, Herrn Kotenek, überleiten, der dann das restliche Podium vorstellen wird. Herzlichen Dank. Franz Vranitzky war Bundeskanzler von 1986 bis 1997 und Bundesparteivorsitzender der SPÖ. Davor war er Finanzminister, Generaldirektor der Länderbank und stellvertretender Generaldirektor der Kreditanstalt. Während seiner Kanzlerschaft wurde Österreich EU-Mitglied. Er wird uns mit einem Impulsvortrag zur Frage, was eint Europa, inspirieren. Herr Bundeskanzler. Sehr geehrter Herr Rektor, liebe Studierende, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung, heute bei Ihnen einige Anmerkungen zu diesem Thema, was eint Europa, machen zu können. Dieses Projekt Semesterfrage erfährt heute eben mit dem Thema Europa eine mehr als interessante und wichtige Fortsetzung. Handelt es sich doch um ein Thema, welches für die gesellschaftliche Entwicklung in unserem Land von zentraler Bedeutung ist. Ein schönes Beispiel dafür, wie die zu Recht sogenannte Hauptuniversität in Österreich durch Nachdenkprozesse auf breiter Ebene ihrer gesellschaftspolitischen Aufgabe und Verantwortung gerecht wird. Gratuliere dazu. Nicht, weil ich da stehe, sondern weil so frühere Veranstaltungen dieser Art, wie der Rektor sagte, sehr erfolgreich verliefen. Heute wollen wir uns also mit der Frage auseinandersetzen, wie steht es um Europa? Und ich verrate sicher hier kein Geheimnis, dass Europa in einer schwierigen Phase steckt. Und dies vor allem deshalb, könnte man fragen, warum? Weil von einzelnen Mitgliedstaaten eine nicht zu übersehende Bandbreite von Skepsis bis Ablehnung ausgeht. Der Brexit kommt dann noch dazu. Zeigt sich, kann man wohl fragen, ein Zerfall der Union, zumindest als bedrohliche Wolke am politischen Horizont? Ich werde gleich auf diese Problematik eingehen, möchte Sie aber zuerst zu einem kurzen Rückblick einladen. Und ich sage diesen Rückblick deshalb, weil gezeigt werden kann, dass gerade in Österreich es wichtig war, die Vorbereitungen auf breiter Basis durchzuführen und alles daran zu setzen, um eine breite und nachhaltige Zustimmung zu diesem Projekt zu erringen. Es ist schon eine Weile zurück. Wir haben begonnen 1989. Wir schreiben jetzt 2019, also eine lange Zeit.
aber wir können schon über eine ganze Reihe von Erfahrungen zurückblicken. Was sind also die wichtigen Punkte, die mir so wichtig sind, weil eben diese breite und ausgewogene Zustimmung bei uns erfolgte? Erstens, der Beitritt Österreichs war vom Anfang an ein Projekt aller maßgeblichen politischen Kräfte des Landes. Wenn ich sage maßgebliche, dann war es natürlich die Bundesregierung, war das Parlament, waren aber die Sozialpartner, waren die wissenschaftlichen Hochschulen, waren die Forschungsinstitute, IHS und Wirtschaftsforschungsinstitut und waren auch maßgebliche Einzelpersonen, die durch ausgewogene Stellungnahmen in der Öffentlichkeit dieses Projekt unterstützt haben. Zweitens, für den Beitritt haben die Vorbereitungen eine große Intensität haben müssen. Große Intensität heißt nämlich auch nicht nur zu sagen, das brauchen wir und das ist wichtig und das wollen wir haben, sondern auch zu begründen, warum denn. Und ich erinnere mich selber in zahlreichen Veranstaltungen, nicht nur in Wien, sondern weit außerhalb Wiens, in allen Bundesländern, in Postgaragen und in Hauptwerkstätten der Bundesbahn etc., einfach zwischen Maschinen gestanden zu sein und erklärt zu haben, worum es mir dabei geht und warum das alles wichtig ist. Und die Kolleginnen und Kollegen aus der Bundesregierung und andere, die ich erwähnt habe, haben Ähnliches getan. Drittens, gemäß den Bestimmungen der österreichischen Bundesverfassung hatte der vom Parlament beschlossene Beitrittsvertrag, das war nämlich die Vorgangsweise, dass das Parlament einen Beitrittsvertrag beschließen musste, aber aufgrund unserer Bundesverfassung musste dieser Beschluss des Parlaments dann auch noch einer Volksabstimmung unterzogen werden, weil es sich dabei um eine Gesamtänderung der Bundesverfassung handelte. Und immer dann, wenn so ein Fall vorliegt, ist das Parlament nicht mit ausreichenden Rechten ausgestattet, das allein zu beschließen, sondern muss die Bevölkerung befragt werden. Und so ist dann im Mai 1994 eine Volksabstimmung abgehalten worden und brachte eine Wählerzustimmung von nahezu 68%, also sehr gute, starke 2/3. Und es war daher auch eine eindeutige Bestätigung der Richtigkeit der eingeschlagenen Politik. An dieser Stelle muss aber der guten zeithistorischen Ordnung halber hervorgehoben werden, dass auch schon vor dem Beitrittsvotum eine jahrzehntelange kontinuierliche Mitarbeit Österreichs am europäischen Integrationsprozess stand, sei es durch unsere Mitgliedschaft im Europarat, in der OECD, in der EFTA. Und jetzt könnten Sie fragen, na, war das nicht schon genug Europa? Wozu müssten wir dann eigentlich noch der EU oder wie sie damals EG hieß und vorher EWG auch noch beitreten? Und die Antwort darauf ist, es war schon nicht genug europäische Integration, weil Österreichs Handelsbeziehungen zum Binnenmarkt der Europäischen Union ein Niveau erreicht hatten, das keinen Raum mehr für Weiterentwicklung bot. Was heißt diese einigermaßen abstrakte Erklärung? Das heißt, wir sind gegenübergestanden einer EU oder einer EG der 12 Mitglieder. Und unser Außenhandelsvolumen, also Exporte, Importe, Investitionen, Zahlungsströme etc., war zu 2/3 allein mit diesen 12 Staaten. Das heißt also, wenn wir draußen geblieben wären, hätten wir die Vorteile, nämlich der grenzenlose Warenverkehr, Güterverkehr, Personenverkehr etc. nicht durchführen können und wären daher indirekt, aber trotzdem wirksam diskriminiert gewesen. Ein Punkt. Der zweite Punkt. Aufgrund dieser engen Verflechtung haben natürlich die Beschlussfassungen dieser 12 für uns unmittelbare Wirkung gehabt.
Und was haben wir tun können? Wir haben immer Beobachter hingeschickt, wenn die irgendwas beschlossen haben. Und diese Beobachter saßen im Vorzimmer und haben dann mitgeteilt bekommen, was die da drin beschlossen haben. Und da habe ich gesagt, gescheiter, wir sitzen selber drinnen am Tisch und können unsere Stimme erheben und können jedenfalls als gleichberechtigtes Mitglied unsere Interessen vertreten. Dritter Punkt, die Volksabstimmung. Und warum war das so wichtig und so notwendig? Weil wir haben uns gleichzeitig beworben mit den 3 nordischen Staaten Norwegen, Schweden, Finnland. Und es entstand die Frage, machen wir die Volksabstimmung vor der Vertragsunterzeichnung oder nach der Vertragsunterzeichnung? Wir haben uns in der Bundesregierung entschlossen, vor der Vertragsunterzeichnung. Warum? Sonst hätten ja die Österreicher gesagt, ihr habt schon unterschrieben, was befragt ihr uns noch? Und das war ein richtiger Schritt. Und so haben wir diese 68% vor der Unterzeichnung erreicht und konnten dann sozusagen mit stolz geschwellter Brust zu den Vertragsunterzeichnungen hinfahren und sagen, unsere Bevölkerung hat uns schon mit großer Zustimmung ausgestattet. Die Finnen und die Schweden und die Norweger haben das nach der Vertragsunterzeichnung gemacht. Die Schweden mit Ach und Krach ihre Volksabstimmung gewonnen, die Finnen ein bisschen besser und die Norweger haben abgelehnt. Also haben die ganze Prozedur der Beitrittsverhandlungen und Vorbereitungen mitgemacht, sie sind nicht Mitglied geworden. Also eine gar nicht so schlechte Bilanz im Rückblick. Nächste Frage, die man sich stellen muss. In den meisten Mitgliedstaaten ist der Sockel der Zustimmung, der ja anfänglichen Begeisterung, kleiner geworden. Österreich mit eingeschlossen. Wenn wir heute Umfragen machen, dann kommen wir nicht mehr auf die 68%, aber auf eine solide Mehrheit. In einigen anderen Mitgliedstaaten ist das nicht so, also wir schauen da recht gut aus. Im Schnitt der Europäischen Union erzielt man zwar ein Plus der Zustimmung, aber es ist nicht mehr so eindeutig und so klar. Und das ist auch ganz logisch, wenn man bedenkt, dass etwa unser Nachbarland Italien ja durch die derzeitige politische Führung einen ganz anderen Kurs vorserviert bekommt, dass die ungarische Regierung in höchstem Grade skeptisch ist und einige andere, die mehr auf der rechten Seite des politischen Spektrums stehen, ja überhaupt von einer Zerstörung der Europäischen Union sprechen oder daherreden. Jetzt könnte man sagen, und man muss eigentlich fragen, was sind denn eigentlich die Ursachen, dass diese anfängliche Begeisterung mehr oder weniger einer routinmäßigen Zustimmung, aber ohne, dass die Leute verliebt sind in Brüssel oder in die Europäische Union, wo kommt denn das her? Und ich sehe eine gravierende Ursache darin, dass seit Jahren die Regierungen der Mitgliedsländer es verabsäumen, eine aktive proeuropäische Gemeinsamkeit zu praktizieren. Also im Wege einer kommunikativen, erklärenden, überzeugenden Solidaritätseinstellung die Bevölkerung auf dem Weg nach dem gemeinsamen Europa mitzunehmen. Und dieses Mitnehmen ist so wichtig, weil sonst fragen sich ja die Leute, okay, ihr erzählt uns da alles Mögliche, was wir nur zum Teil verstehen und verstehen wollen, aber was haben wir da, was ist eigentlich unser Vorteil, was ist unser Mehrwert? Das verstehe ich unter Mitnehmen, wie ja im Übrigen in vielen anderen politischen Bereichen dieses Mitnehmen auch erforderlich ist. Wenn dann eine Regierung Beschlüsse formuliert und das Parlament zustimmt und die Menschen wissen nicht so recht, wozu das Ganze gut ist, dann fühlen sie sich nicht mitgenommen, fühlen sie ihre Interessen nicht vertreten. Also das ist verabsäumt worden. In Österreich auch, vielleicht nicht so drastisch wie in anderen Ländern, aber im Schnitt der Europäischen Union
ist das so gewesen. Und man muss jetzt natürlich hinzufügen, es mussten ja auch viele Krisen und fast Katastrophen bewältigt werden. Denken Sie nur an die Finanzkatastrophe des Jahres 2008 und all die Folgen, die ja fast alle Länder der westlichen Welt in der einen oder anderen Form beeinflusst haben, negativ beeinflusst haben. Und das Paradebeispiel Griechenland. Und kein Mensch hat sich damals um die schöne, hübsche EU geschert, sondern gesagt, was passiert eigentlich mit dem Euro, mit der Währung, wenn die Griechen womöglich pleite gehen. Und das hat ein paar Jahre gedauert und ist Gott sei Dank jetzt einigermaßen behoben worden. Aber es zeigt, dass die Schwerpunkte eben von der jeweiligen Regierung mit ihrer Bevölkerung mitgetragen werden müssen oder Bevölkerung mitgetragen, was die Regierung sagt. Und der zweite Punkt, und der ist natürlich auch sehr gravierend, wahrscheinlich noch gravierender. Der EU wird nachgesagt, sie verkörpert ein neoliberales Wirtschaftssystem. Jetzt gehen die wissenschaftlichen Kommentare zum Thema neoliberal, was das eigentlich ist, auseinander und sind nicht so eindeutig definiert. Wenn Sie an die Dogmengeschichte denken, da war von neoliberal nicht so viel die Rede, Liberalismus schon, aber neoliberal ist mehr im 20. Jahrhundert irgendwie modern geworden. Also egal, ob das jetzt wissenschaftlich sauber und puristisch definiert werden kann oder nicht, das ist egal. Neoliberal ist neoliberal in der Tagessprache und in der politischen Diskussion. Und dieses Neoliberal wird insbesondere von den Leuten, die es ablehnen, als Kampfbegriff verwendet. Und dieser Kampfbegriff stößt sich daran, dass kaum eine Regierung in den Mitgliedsländern dieses neoliberale Modell, ob es nun wissenschaftlich sauber oder nicht ist, bekämpft, sondern im Großen und Ganzen geht man mit diesem Wirtschaftsmodell parallel. Und da ist es kein Wunder, dass in gar nicht so kleinen Teilen der europäischen Bevölkerung seit Jahren der Eindruck gewachsen ist, am Wirtschaftswachstum und an der Wohlstandsmehrung nicht beteiligt, sondern von der zunehmenden Ungleichheit betroffen zu sein. Und das ist sicher ein ganz gravierender Punkt, den es zu bekämpfen gilt, den es abzumildern gilt, weil welche politische Führung kann sich schon damit abfinden, dass die eigene Bevölkerung sich ungleich behandelt fühlt, benachteiligt fühlt. Und das ist wahrscheinlich eine der größten Aufgaben überhaupt der Europapolitik, sich dieser Verteilungsgerechtigkeit, der Überzeugung, dass Wirtschaftswachstum nicht nur für die oberen Einkommensschichten da ist, sondern für uns alle, ein solches Gleichgewicht wiederherzustellen. Und die Frage jetzt, unsere Semesterfrage, was Europa eint, was ist eigentlich der Zement, der dieses Unterfangen zusammenhält, ist also im höchsten Maß aktuell und relevant. Und in der tagespolitischen Diskussion über unser Europa stehen meist wirtschaftspolitische Themen im Vordergrund. Zuletzt natürlich auch Angelegenheiten der Migration, wobei man lang darüber diskutieren kann, ist die Migration auch wirtschaftspolitisch relevant? Natürlich ist sie das, aber sie ist nicht nur wirtschaftspolitisch relevant, sie ist kulturell relevant, sie ist atmosphärisch relevant, sie ist emotional relevant. Es gilt schon jetzt zu der Frage, was eint Europa, starke Pflöcke der Nachhaltigkeit einzuschlagen. Und dabei geht es einmal darum, ob uns Europäer gemeinsame Werte verbinden oder nicht. Und wenn ja, welche? Und ich habe mir für meine Anmerkungen 3 Aspekte herausgesucht, die ich kurz mit Ihnen teilen möchte. Nämlich einmal geht es um das Gemeinschaftliche einer Anzahl von im Weltmaßstab kleinen Staaten,
Selbst das große und mächtige, wirtschaftlich mächtige Deutschland ist im Weltmaßstab ein kleiner Staat. Die kleineren Staaten, Österreich, Ungarn, Tschechien, Kroatien, sind noch viel kleiner. Also die Gemeinschaftlichkeit gebietet uns in Wirklichkeit aus dieser Ansammlung der Kleinen etwas Starkes, Gemeinschaftliches zu bauen. Und da gibt es jetzt einmal, wie ich schon sagte, die Werteskala. Also ich meine, dass unsere Werteskala uns einigermaßen klar und sicher darstellt, dass wir uns, wenn wir nach Werten suchen, der europäischen Aufklärung bedienen können und bedienen sollen. Und warum? Weil unsere Grundrechtscharta auf den gedanklichen, philosophischen und prinzipiellen Themen der Aufklärung aufbaut. Und ich sehe das als verbindendes Element, das die Europäische Union zusammenhält und das Europa, das europäische Gesellschaftsmodell vor anderen Kontinenten definiert. Woraus besteht nun diese Charta der Grundrechte der Europäischen Union? Sie orientiert sich an der Europäischen Menschenrechtskonvention, sie orientiert sich an der Europäischen Sozialcharta, sie orientiert sich an den internationalen Menschenrechtsdokumenten. Und das uneingeschränkte Bekenntnis zu den Menschenrechten in ihrer umfassendsten Definition ist einer der Grundpfeiler dieses Dokuments, dieser Grundrechtscharta. Und wenn wir uns in der Welt umschauen und wenn wir diese Grundrechte nicht nur für uns in Anspruch nehmen, weil wir sie ja selber gebaut haben, sondern auch in der praktischen Politik anwenden und ausleben, dann unterscheiden wir uns maßgeblich von anderen Teilen der Welt. Und ich halte das für einen kulturellen und humanitären Wert, der nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, weil wir damit unser Zusammenleben doch auf eine Basis stellen oder schon gestellt haben, mit der wir wohl jede Prüfung in dieser Welt bestehen können. Allerdings, bei allem gibt es ein Allerdings, dürfen wir uns keine Illusion darüber machen, dass viele dieser Rechte heute auch in Europa nicht mehr so ganz selbstverständlich sind, sondern unter Attacke stehen. Ich bin nicht sicher, ob es heute und unter den gegenwärtigen politischen Verhältnissen noch einmal gelingen würde, eine Menschenrechtskonvention zu kodifizieren. Und unter dem Argument sicherheitspolitischer Notwendigkeiten, denken Sie an den Zusammenhang mit Migration und mit anderen Erscheinungen, haben wir schon mehrere Einschränkungen von Bürgerrechten und persönlichen Freiheiten hinnehmen müssen. Und selbst in der österreichischen aktuellen Diskussion tauchen da und dort einige Elemente an, wo man schon mit großer Sorgfalt hinschauen muss, ob das nicht zu einer Beeinträchtigung der persönlichen Rechte führt. Von ausländischen Beispielen abgesehen, wo ja Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Demokratie, demokratische Grundwerte nicht mehr so sicher, nicht mehr so abgesichert gelten, wie wir das in dieser Idealkonstellation für Europa erarbeitet haben. Und es geht einen Schritt weiter, weil vielerorts machen sich auch autoritäre Machtstrukturen bereit. Und die Koketterie mit der sogenannten illiberalen Demokratie, also ein Widerspruch in sich, bietet dafür ebenfalls ein gutes Beispiel, eigentlich ein schlechtes Beispiel, entschuldigen Sie. Denn man muss dem mit aller Entschlossenheit entgegentreten, in unserem eigenen Interesse und im Interesse des europäischen Zusammenlebens. Mein zweiter Punkt, ich sagte es schon,
in dem, was Europa eint, lautet Frieden. Das europäische Integrationswerk wurde als Friedenswerk begonnen, schon sehr bald nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ging darum, einen dritten Weltkrieg zu vermeiden, und man hat zunächst einmal mit Kohle und Eisen und Stahl begonnen, Montanunion, und dann eben weiterentwickelt, aber nie aufgehört, dieses Integrationswerk als Friedensprojekt zu sehen. Aber man hört oft, dass Frieden in Europa ohnehin selbstverständlich geworden ist und dass es nicht mehr als überzeugendes Argument für den europäischen Einigungsprozess herangezogen werden kann. Und das ist ein ernster Punkt. Er ist nämlich auch ein generationsbezogener Punkt, weil sehr viele junge Leute meinen, der Krieg ist so weit weg, und sie und selbst ihre Eltern, wenn junge Eltern, haben ihn gar nicht mehr erlebt. Also habe ich das oft gehört, Friedensprojekt brauchen wir eigentlich nicht mehr so genau, wir haben doch ohnehin Frieden. Und Gott sei Dank ist das auch so, dass der Frieden in Europa selbstverständlich geworden ist, aber das bedeutet nicht, dass man ihn nicht schützen muss, nicht bewahren muss und immer wieder aufs Neue sichern muss. Die Bertelsmann Stiftung hat eine Umfrage unter Jugendlichen durchgeführt zur Frage, was sie sich von der Europäischen Union vor allem erwarten würden. Und ich fand es bemerkenswert, dass mit einer überragenden Mehrheit von den jungen Leuten aus den verschiedensten europäischen Ländern der Frieden an erster Stelle gereiht wurde. An erster Stelle, und das bedeutet, dass in dieser Generation trotz aller Selbstverständlichkeit das Bewusstsein vorhanden ist, dass es auch Gefährdungen des Friedens geben kann, gegen die es aufzutreten gilt. Und das Wiedererstarken des Nationalismus und die nationalistische Rhetorik, die sich in so manchen Staaten breit macht, führen auch zwischen Partnern nur allzu leicht zu Spannungen, die rasch der politischen Harmonie entgleiten können. Man sollte das nie auf die leichte Schulter nehmen. Ich schlage Ihnen einen dritten Punkt vor, und der betrifft die Frage der Souveränität. Im politischen Diskurs unserer Tage, auch in Österreich, vor allem in Österreich, ist oft zu hören, wir wollen uns von niemandem etwas dreinreden lassen. Wir treffen souveräne Entscheidungen. Oder wir müssen Souveränität zurückholen. Oder das ist das souveräne Recht jedes Staates. Und Souveränität, Souveränität, Souveränität. Damen und Herren, meiner Meinung nach ist es eine der Stärken des europäischen Integrationsmodells und damit auch ein Element, das die Union eint, dass eine andere Definition von Souveränität entstanden ist, erarbeitet wurde, nämlich das Konzept einer geteilten Souveränität, gemäß dem Souveränität im gemeinsamen Entscheidungen zum gemeinsamen Wohl und im gemeinsamen Interesse ausgeübt wird. Europa ist ein, ich sagte es schon, Kontinent der kleinen Staaten. Die meisten wissen es, manche tun so, als wüssten sie es nicht. Nur wenn wir gemeinsam handeln, wenn wir alle unsere Kräfte und unsere gemeinsame Kreativität bündeln, werden wir als Europa eine Chance haben, in der Konfrontation mit den riesigen globalen Problemen und den gewaltigen internationalen Machtverschiebungen zu bestehen und unseren Platz zu behaupten. Und gerade im Jahr 2018 sind zahlreiche Bücher, Analysen und sehr ernstzunehmende Zeitungskommentare geschrieben worden, die den offenbar unaufhaltsamen Aufstieg Chinas beschreiben, analysieren und kommentieren. Den Aufstieg Chinas zur politischen und wirtschaftlichen Weltmacht. Viele Kommentare beschäftigen sich zu Recht mit dem Handelskrieg der USA gegen andere Staaten. Vor allem wieder gegen China, aber auch gegen Russland und in Teilen auch gegen die Europäische Union. Und
der Aufstieg Chinas zu den weltpolitischen Komponenten, denen wir nicht interesselos zuschauen können, muss uns auf alle Fälle interessieren. Und ich sage Ihnen ein Beispiel, das klein ist oder klein aussieht, aber vielleicht gar nicht so klein ist. Während der Griechenland-Krise hat die Troika, also die Europäische Kommission, der Währungsfonds und die Europäische Zentralbank, den Griechen dringend nahegelegt, zu privatisieren, um auf diese Art und Weise ihre öffentlichen Finanzen zu verbessern. Ich rede nicht von sanieren, dazu war das Problem zu groß, aber zu verbessern. Und die Griechen, was haben die Griechen viel gehabt zu privatisieren? Sie haben eine ganz kleine und schwache Industrie, gibt es also nicht viele Chancen, Privatisierungserlöse heimzuholen. Also das ging alles durch die Klaviatur der Forderungen und so weiter. Und am Schluss hat die Troika gemeint, das Einzige, was wirklich Geld bringt, ist der Hafen von Piräus. Und so hat man dann wirklich, haben die Griechen nicht den ganzen Hafen, der ist ja riesengroß, aber ein Teil des Hafens von Piräus privatisiert, verkauft. Der Applaus in Europa, in der Troika war groß. Endlich kommt ihr zur Vernunft, ihr Griechen. Also habt euch da ein paar 100 Millionen Euro hereingeholt. Es hat nicht lang gedauert, sind die Chinesen vorgeprescht mit ihrem Konzept der Seidenstraßen. Und was war eine der ersten Routen? Die Seidenstraße vom Kontinent auf das Meer zu verlegen und in Europa anzulanden mit der Seidenstraße, wo? Im nunmehr eigenen Hafen von Piräus. Was haben die Westeuropäer gesagt? Seid ihr verrückt? Jetzt kommen die mit ihrer Seidenstraße da durch euren Hafen. Dieselben, die vorher gesagt haben, unbedingt privatisieren, damit ihr eure Budgets verbessert. Also wir sind, und das ist eigentlich meine Botschaft, wir sind in Europa dringend aufgerufen, uns den großen weltpolitischen Fragen zu stellen und den Machtverschiebungen, über die Machtverschiebungen klar zu werden, was es bedeutet, dieser Aufstieg Chinas, was es aber auch bedeutet, die Expansion der USA im Westpazifik, wo ja Konfrontationsgelegenheiten genug sind. Im Westpazifik gibt es Russland, gibt es Kanada, USA, gibt es Japan, gibt es Australien, Neuseeland. Also wenn dort militärische Spannungen entstehen, kann man auch in Europa nicht so tun, weil so in Hintertux berührt uns das nicht. Es berührt uns sehr wohl auch in Hintertux. Und das Hintertux kann ja auch sein Wien oder Paris oder Berlin. Und es ist eine Vernachlässigung der eigenen Interessen, wenn man sich diesen weltpolitischen Entwicklungen nicht stellt. Und hier ist wiederum die Forderung der Einigung, der gemeinschaftlichen Vorgangsweise, der gemeinschaftlichen Definition unserer Ziele prädominant, um uns diesen europäischen Kontinent, der noch zu den stärksten wirtschaftlichen Räumen der Welt gehört, nicht streitig machen zu lassen. Jemand hat vor kurzem in einer Zeitung geschrieben, Österreich soll nicht Venedig werden, und der hat sehr recht gehabt, weil Venedig sehr darunter ächzt und stöhnt, ein zentraler Punkt des Welttourismus zu sein, und die kulturelle Vielfalt Venedigs und die Sicherheit der Einwohner und die Bequemlichkeit schon erheblich stört. Und es soll also weder Schönbrunn noch Mirabell und Vergleichbares zu einem Venedig werden, wo wir wirtschaftlich nur mehr die Rolle spielen, dass die fernöstlichen Reisenden zu uns kommen als Reisende und wo unsere Wirtschaftskraft nicht mehr ernst genommen werden sollte. Und sehen Sie das nicht als ein Cassandra-Ruf, sondern als eine wirklich drohende Gefahr. Und auch jemand im Standard hat dieser Tage geschrieben, Europa braucht Weltpolitikfähigkeit. Und das ist auch ein ganz besonders wichtiger
wichtiger Hinweis, dass diese Weltpolitikfähigkeit dazu führt, dass wir ernst genommen werden. Dass Henry Kissinger nicht mehr fragen muss, gibt es eine Telefonnummer in Europa, die ich anrufen kann, wenn es etwa um Europa geht. Und jetzt von dem derzeitigen Präsidenten in den USA möchte ich heute Abend nicht besonders lang reden. Aber wir müssen wirklich erkennen, dass unsere Rahmenbedingungen sich nicht nur durch das Ende der kommunistischen Machthaber in Osteuropa sehr geändert haben, sondern dass wir die Weltpolitik nicht in einer Schublade verstecken können und so eine Vogel-Strauß-Attitüde annehmen. Lassen Sie mich zum Schluss meiner Anmerkungen noch sagen, meine Damen und Herren, die Jugendarbeitslosigkeit und überhaupt die Arbeitslosigkeit ist etwas zurückgegangen. Mit dem konjunkturellen Aufschwung ist es heute ein nicht mehr so gravierendes Problem wie vielleicht vor 3-4 Jahren. Aber es ist ein Problem. Und es ist ein Problem, das man nicht ernst genug nehmen kann, und insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit, die in manchen europäischen, also in EU-Ländern, an die 50% oder leicht darüber liegt, das ist nicht ein ernstzunehmendes Problem der Wirtschaft, das ist eine Katastrophe in Wirklichkeit. Und ich höre oft, und wir alle hören das oft, ja, die EU, die macht halt nichts dagegen. Bitte sich vor Augen zu halten, die EU ist ja keine Person. Die EU ist nicht irgendeine GmbH, die irgendwelche Aufgaben löst oder nicht löst, sondern die EU ist eine Rahmenbedingung für 27 Staaten, und diese 27 Staaten haben alle eine Regierung. Und die Politik dieser Regierungen ist in ihrer Gesamtheit dann das, was wir in der Europäischen Union erleben. Also niemand in Brüssel ist in erster Linie aufgerufen oder zuständig, die Arbeitslosigkeit in einem bestimmten Land zu bekämpfen und zu lösen, zu unterstützen, selbstverständlich, Konzepte beizustellen, selbstverständlich, finanzielle Unterstützung zur Verfügung zu stellen, selbstverständlich. Aber die Hauptaufgabe liegt in den nationalen Regierungen. Und die Hauptaufgabe für die kommenden Generationen, für die studierende Jugend, für die heranwachsende, arbeitende Jugend, für die älteren Generationen ein sicheres und erfolgreiches Leben in Wirklichkeit zu gewährleisten. Das ist diese Aufgabe. Und wenn wir das alles durchdenken und wenn wir uns einigen können, das zu unseren Hauptaufgaben zu machen, dann werden wir auch gute Antworten finden auf die Semesterfrage, was eint uns in Europa. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler. Er kommt gleich wieder. Ich stelle Ihnen inzwischen vor, wer heute alle auf dem Panel mit uns diskutiert. Das ist Martin Kocher. Er ist Ökonom am Institut für Volkswirtschaftslehre der Uni Wien und wissenschaftlicher Direktor am Institut für höhere Studien. Da kommt er auch schon. Sein Statement hat er uns mitgegeben. Europa befindet sich an einer Weggabelung. Geht es in Richtung mehr oder in Richtung weniger Integration? Für ein Mehr an Europa bräuchte es aber überzeugende Konzepte. Nina, ich darf Ihnen Nina Ziklauri vorstellen. Sie ist EU-Aktivistin und Studentin der Politikwissenschaft hier an der Uni Wien. Sie ist in Ungarn, Georgien und Deutschland aufgewachsen, spricht 5 Sprachen und hat in Österreich die Bürgerbewegung Pulse of Europe ins Leben gerufen. Ihr Statement ist, wir sind alle verbunden durch ein europäisches Herz, das für Freiheit, Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit schlägt. Frau Ziklauri.
Hier kommt Sylvia Hartleif. Sie ist die Leiterin des Bereichs Außenpolitik im Europäischen Zentrum für politische Strategie. Das ist der interne Think Tank des Präsidenten der EU-Kommission. Ihr Statement ist, dass die täglichen Schlagzeilen überbetonen das Trennende oft und vergessen das Einende, unsere Geschichte. Frau Hartleif. Maja Haderlapp. Sie ist Schriftstellerin aus Kärnten. Sie studierte an der Uni Wien Theaterwissenschaften und Deutsche Philologie und sie war auch Chefdramaturgin am Stadttheater Klagenfurt. Sie publiziert auf Slowenisch und auf Deutsch. Sie sagt, Europa einen die gemeinsamen Grenzen. Das sind Nahtstellen, die die Geschichte unserer Konflikte und unseres Zusammenwachsens erzählen. Gerda Falkner. Sie leitet das Center for European Integration Research an der Uni Wien. Davor war sie Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln und am IHS in Wien. Sie sagt, ein einiges Europa wäre wichtiger denn je, um die Gestaltung der globalen Zukunft nicht allein China, Russland und den USA zu überlassen. Bundeskanzler Franz Vranitzky haben Sie schon kennengelernt. Ja, und ich bin Martin Kotinek, ich bin der Chefredakteur des Standard seit einem Jahr. Ich habe jetzt die letzten 15 Jahre in Deutschland und den USA verbracht. Zuletzt habe ich bei der Süddeutschen Zeitung und bei der Zeit gearbeitet. Herzlich willkommen. Danke. Können wir diese Folie machen, die erste? Genau, wir haben nämlich draußen vor der Tür so eine Mitwachwand aufgestellt. Das ist eine Momentaufnahme, ein Stimmungsbild und jeder Studierende, der vorbeigegangen ist und Lust gehabt hat, konnte so ein Pickerl draufkleben. Und das Resultat ist, dass diejenigen, die vorbeigegangen sind, zum Großteil sich als Europäer oder Europäerin fühlen. Und es gibt auch eine, zumindest in dieser Runde, die sagt das auch über sich selbst, Nina Ziklauri. Sie sind ja deutsche Staatsbürgerin mit georgischen Wurzeln und Sie möchten in Österreich für die Wahl zum EU-Parlament antreten. Sie fühlen sich als Europäerin. Wie fühlt sich das an und worauf gründet sich das? Also zunächst danke für die Einladung. Ich finde es ganz großartig, dass auch eine Studentin mit dabei sein kann im Podium. Ich bin überwältigt, wie viele Leute heute gekommen sind. Das freut mich sehr. Und ich würde mich sehr wundern, wenn jemand im Podium sagen würde, dass er sich nicht als Europäerin fühlt. Also das wäre eine große Überraschung für mich, weil ich denke, dass Europäerin zu sein und auch den Ort zu lieben, wo man herkommt, sich nicht widerspricht. Das muss ich nochmal betonen, weil ich in den letzten 2 Jahren, wo ich auf der Straße unterwegs war, also nicht nur in den Großstädten, sondern auch am Land, in den Bundesländern, oft erfahren habe, dass auch noch diese Ängste irgendwie vorherrschen, dass es irgendwie sich widerspricht und dass es nicht zusammengehört. Man müsste sich für etwas entscheiden. Dabei ergänzen sich die beiden. Es ist immer ein Und, nicht entweder oder. Und wie begründet sich das? Also das erste Mal, wo ich das wirklich gespürt habe, wo ich mir dann wirklich gesagt habe, ich bin Europäerin und ich wusste, was das heißt, war, als ich im Georgien-Russland-Krieg in 2008 gewesen bin mit meiner Familie. Und das war durchaus heikel, weil wir wirklich im Epizentrum gewesen sind und meine Familie durch eine Grenze voneinander getrennt wurde. Und ich habe mir in dem Moment vorgestellt, was es eigentlich heißt, in der Europäischen Union zu leben. Und es waren vor allem diese Werte, die wir sehr selbstverständlich nehmen, eben diese Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit, Freiheit, Frieden, Menschenrechte. Und ich habe mir in dem Moment auch vorgenommen, alles dafür zu tun, um irgendwie für diese Vision zu kämpfen, dass es ein starkes Europa wird, dass es ein sicheres Europa wird und lebenswert für alle. Und deswegen habe ich mir diese Aufgabe auch dann quasi zu Herzen genommen und gedacht, wer wenn nicht ich. Genau. Diese Identität als Europäerin, wie beschreiben Sie die? Also was sind so Dinge, die zu dieser Identität gehören?
das ist im Alltag, das sind Sachen, die wir versteckt gar nicht sehen. Es ist jedes Mal, wenn wir aufwachen, wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir essen, wenn wir das Wasser trinken, die Luft atmen, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir mit anderen Menschen in der Stadt sprechen, die aus ganz verschiedenen Ländern kommen. Für uns Studenten hier an der Uni Wien ist es absolut normal geworden, dass wir jeden Tag jemanden begegnen, der aus einer anderen Uni ist, von einem anderen Land. Und das war früher nicht so. Das muss man sich auch irgendwie bewusst werden und auch bewusst werden, dass es in anderen Orten auf der Welt gar nicht so ist wie bei uns. Und ich glaube, erst wenn man gereist ist, wenn man das gesehen hat, dann wird es einem wirklich klar, was man hier hat und dass es was Besonderes ist und dass man es wirklich irgendwie erhalten sollte und dafür was tun sollte, auch aktiv selbst. Jetzt bin ich total neugierig geworden aufgrund Ihrer Reaktion. Wer von Ihnen fühlt sich denn eigentlich als Europäerin oder als Europäer? Der könnte jetzt die Hand heben. Yes! Wow. Soll ich die Gegenfrage machen? Wer sieht sich primär nicht als Europäer? Aha, ein paar wenige. Trauen Sie sich ruhig, es ist okay. Okay, also ein paar doch. Bin ich dann gespannt auf die Fragen im Anschluss. Ja. Vielen Dank. Jetzt haben wir über das Gemeinsame gesprochen. Es gibt aber so ein bisschen, ist das ja eine etwas antizyklische Themenwahl, die wir haben. Ne? Was eint Europa? Eher beschäftigt sich Europa ja zuletzt mit der Frage, was trennt eigentlich Europa? Wie spaltet man die Menschen? Diesen Eindruck könnte man eigentlich gewinnen angesichts von Brexit und den Auswirkungen der Migrationsdebatte. Und Europa kommt mir da oft auch etwas defensiv vor in dieser Debatte. Man will eigentlich gerade mal so, und widersprechen Sie mir gerne, so den Status quo erhalten. Und jetzt am Tag vor der Abstimmung zum Brexit in Großbritannien und auch kurz vor den Europawahlen, wo wir, und das ist die letzte Eigenwerbung, in einer Umfrage im Standard gemacht haben, jeder Vierte hält das EU-Parlament sogar für unnötig. Und 22% der Befragten bezweifeln, dass die Wahl eine Mitbestimmung oder über Europas Zukunft ermöglicht. Irgendwas ist da passiert. Und ich frage mich, was ist da geschehen? Warum? Also vielleicht gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen über das, was Europa machen sollte. Man sieht es vielleicht ganz gut anhand der ganz großen Projekte, die es in den letzten 2-3 Jahrzehnten gegeben hat. Das war Schengen und der Euro. Bei beiden, glaube ich, können wir konstatieren, das läuft nicht ganz perfekt. Schengen in gewisser Weise wird unterhöhlt durch irgendwelche sinnlosen Grenzkontrollen. Der Euro hat wahrscheinlich die Finanzkrise verstärkt. Und ein Grund dafür war wahrscheinlich, dass, und jetzt ein bisschen technisch, die Reformfähigkeit Europas schön überschätzt wurde, wie diese Projekte beschlossen wurden. Ich glaube, die kleine Europäische Union, als es noch 6, 12 Mitglieder waren, hatten die Chance, einfach Dinge zu beschließen, gemeinsamer Markt, und dann nach und nach die wichtigen Rahmenbedingungen zu schaffen dafür. Wohingegen jetzt, wo wir 27, noch 28, bald 27 Mitglieder sind, haben wir es nicht geschafft, die Rahmenbedingungen für den Euro und für den Schengen-Raum so zu schaffen, dass sie wirklich perfekt funktionieren. Und jetzt stehen wir irgendwo so am Scheideweg. Sollten wir weitergehen? Da müssen aber alle mitmachen, Einstimmigkeit. Oder sollen wir einen Schritt zurückgehen? Dann kann man Dinge wieder renationalisieren, aber das wäre sozusagen nicht im Sinne von Europa. Und das, glaube ich, ist einer der Gründe, warum es nicht so funktioniert. Ein zweiter Grund wurde schon genannt, in gewisser Weise die Selbstverständlichkeit von vielen Dingen. Also es erinnert mich immer ein bisschen an einen bekannten Satz aus einem Film, The Life of Brian, What have the Romans ever done for us? Also was hat Brüssel jemals für uns gemacht? Ja? Und dann, wer den Film kennt, weiß, und da werden dann der Aquädukt und die öffentliche Sicherheit, die Gesundheit, der Friede und so weiter. Es gibt also eine Reihe von Dingen, die Europa ganz speziell für viele Leute in Europa gemacht hat, für die Bürgerinnen und Bürger. Aber vieles davon ist selbstverständlich und das wird nicht mehr so gesehen. Und es stimmt auch, es war auch asymmetrisch. Diejenigen, die gebildet sind, die mobil sind, die flexibel sind, haben bei weitem mehr profitiert von Europa als die das nicht sind. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum es in gewissen Gruppen einfach eine Ablehnung gibt gegenüber mehr Integration. Mhm. Was ist da passiert?
ich würde Ihnen in allem zustimmen, was Sie gesagt haben, aber ich glaube, es macht auch nochmal Sinn, sich wirklich das große Bild, das globale Bild, was Herr Bundeskanzler ja auch schon angesprochen hat, mal anzusehen. Ich glaube, dass es richtig ist zu sagen, dass wir in sehr schnellen und vielleicht sogar in sehr nervösen Zeiten leben. Und das hat mit vielen Faktoren zu tun. Das ist niemals monokausal. Das ist zum einen ein rasant schneller technologischer Fortschritt, vor allen Dingen im Bereich der Digitalisierung, und das hat Auswirkungen auf jeden von uns. Und ich bin sicher, Sie alle hier im Saal sind wahrscheinlich Digital Natives und für Sie ist es eine sehr, sehr positive Entwicklung, aber es gibt eben doch sehr viele Teile in der Gesellschaft, für die die Digitalisierung erstmal eine Bedrohung bedeutet, nämlich eine Bedrohung der Welt, die Sie eigentlich mit aufgebaut haben und die Sie kennen. Dann haben wir neue komplizierte Sicherheitsherausforderungen, die wir vor 20 Jahren einfach noch nicht gehabt haben. Und da können wir vielleicht später auch noch drauf eingehen. Sie haben gerade schon Georgien genannt, Ukraine wäre der nächste Fall, aber auch Angriffe auf unsere Wahlsysteme zum Beispiel, die wir früher nicht gehabt haben. Trolling und digitale Desinformation und Fake-News-Kampagnen hat es früher alles nicht gegeben. Plus die alten traditionellen Sicherheitsherausforderungen. Und ich glaube, als Folge davon haben wir einfach in unseren Gesellschaften auch einen Populismus, den wir jetzt erstmal wieder mit dem wir neu umgehen müssen. Den gibt es nicht nur in Europa, den gibt es zum Beispiel auch in den USA, den gibt es in anderen Teilen der Welt, wie jetzt zum Beispiel Brasilien auch. Aber es gibt ihn eben auch in unseren Gesellschaften hier in Europa. Und wie Herr Bundeskanzler gesagt hat, wir sind ein kleiner Kontinent. Das wird schon sehr dicht mit einem populistischen Neubeginn und einem populistischen Aufbau, den wir vor 20 Jahren eben auch noch nicht gehabt haben. Und ich glaube, da ist es ganz leicht, wenn man das alles sieht und wenn man das so täglich in den Medien auch reflektiert bekommt und in den öffentlichen Debatten, dass man eigentlich den Blick auf das große Ganze verliert. Und ich finde, Sie haben das gerade ganz, ganz toll gesagt. Wir müssen doch auch mal stolz auf das sein, was wir hier in Europa eigentlich nach einem Jahrhundert wie dem 20. Jahrhundert mit 2 Weltkriegen und den vielen Jahrhunderten davor, in denen wir uns auch alle bekriegt haben. Also Europa hat ja eigentlich davon gelebt, dass es immer Allianzen einiger Europäer gegen andere Europäer gegeben hat. Und das haben wir nun eben seit der Europäischen Union nicht mehr. Die Europäische Union hat uns die längste Friedens- und Wohlstandsperiode gebracht, die wir überhaupt jemals gehabt haben. Wir sind der größte Binnenmarkt der Welt. Und das ist vielleicht neoliberal und das interessiert eher die Wirtschaft, aber dieser Binnenmarkt, der kommt mit Sozialstandards und Arbeitsstandards und Umweltstandards, die absolut einmalig auf dieser Welt sind. Wir sind gemeinsam, das weiß vielleicht auch nicht jeder, der größte Geber weltweit von Entwicklungshilfe und humanitärer Hilfe. Der Euro ist eine der wichtigsten Reservewährungen der Welt. Und Sie haben völlig recht, wir haben beim Euro noch lange nicht alles erreicht, was vielleicht eine nationale Währung viel einfacher erreicht hätte, in einem kleineren Rahmen. Aber man muss da auch mal sehen, dass der Euro auf globaler Ebene die oder je nachdem, wie Sie rechnen, die drittwichtigste Reservewährung nach dem Dollar ist. Das Klimaabkommen von Paris, das hätten wir niemals hingekriegt ohne uns Europäer. Das sind alles Dinge, von denen wir so selbstverständlich davon ausgehen, das sind einfach normale Entwicklungen, aber für sowas muss gekämpft werden. Als die USA angekündigt haben, sie steigen aus dem Pariser Klimaabkommen aus, wäre es natürlich auch für europäische Partner möglich gewesen, zu sagen, naja, wenn so ein großer Partner aussteigt, dann hören wir jetzt auch auf. Ist ja auch für unseren Kohleabbau schwierig, ist auch für unsere erneuerbaren Energien vielleicht der richtige Schritt. Vielleicht wollen wir es alles so schnell gar nicht haben. Wir haben vielleicht auch Widerstände in unserer eigenen Bevölkerung. Kein einziger europäischer Staat ist aus diesem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Und was am allerwichtigsten für mich ist, wir haben weltweit, glaube ich, die offensten, liberalsten, demokratischsten Gesellschaften. Sie haben von Freiheit gesprochen. Die Würde des Menschen, die im Mittelpunkt von allem politischen Handeln stehen muss. Das Bekenntnis zu Gesellschaften, die inklusiv sind, die Minderheitenschutz haben, die auf die Schwächeren achten. Wo sonst auf der Welt gibt es es eigentlich? Selbst wenn Sie uns mit den USA vergleichen, die Art, wie wir unsere Gesellschaften organisieren, ist weltweit einzigartig. Und ich finde, darauf müssen wir einfach auch stolz sein. Das kann man nicht täglich permanent reflektieren, aber es muss Momente geben, in denen das einfach mal Platz hat, in denen wir einfach sagen, wir sind unglaublich stolz darauf, was wir hier in Europa geschafft haben. Also wir haben die Unbeweglichkeit aufgrund der Größe, Ängste aufgrund Digitalisierung. Gibt es noch andere Gründe, warum sich da die Einstellung geändert haben könnte? Ja. Wir leben in einer Welt mit einer neuen medialen Repräsentation. Es sind neue Formen von Diskurs entstanden, in erster Linie über die sogenannten sozialen Medien. Und diese Diskurse folgen einer anderen Logik, als wir es in den ersten Nachkriegsjahrzehnten hatten.
Damals konnte man noch eher davon ausgehen, dass man mit einem Thema, mit einer Diskussion eine Bevölkerung erfassen kann oder zumindest große Teile einer Bevölkerung erfassen kann. Die Menschen waren noch stärker organisiert in Parteien, in Verbänden, in Kirchen und das hat auch in Diskursen vermittelt. Das sind ja auch alle Foren des Gesprächs. Und wie wir wissen, Demokratie beruht auch sehr stark auf dem Gespräch miteinander. Heute würde ich hinzufügen zu den genannten Aspekten von Veränderung, dass wir wirklich auch inmitten einer digitalen Revolution stehen. Und das verändert auch letztendlich, wie wir kommunizieren, wie Einzelne denken und vor allen Dingen auch, wie Demokratie funktioniert. Und da sehe ich zwei zentrale Probleme. Das eine ist, dass ich nehme am besten, es geht am schnellsten, die bekannten Begriffe von den Echokammern und Filterblasen. Sprich, man kommt sehr schwer heraus aus der eigenen Gruppe mit einem Diskurs, mit einem Thema. Es gibt keine nationalen Nachrichtensendungen mehr, die alle sehen. Aber vielleicht noch heikler an der Sache ist, dass diese Medien gewissen Eigengesetzlichkeiten folgen. Denken Sie an Facebook und denken Sie an Erfolg auf Twitter. Was erregt Aufmerksamkeit? Das ist sehr gut untersucht worden. Es sind Dinge, die Angst machen und es sind Dinge, die Hass erwecken. Im Gegenzug dazu Mitdenken mit anderen, Einfühlungsvermögen. Das sind Dinge, die unglaublich voraussetzungsvoll sind und die von diesen Medien weder gefördert werden noch belohnt werden. Jetzt muss man aber davon ausgehen, dass ganze Generationen mittlerweile so quasi sozialisiert werden in erster Linie. Das bedeutet jetzt auch was für die Demokratie. Das bedeutet etwas für die politischen Parteien. Und da bin ich schon beim zweiten und letzten Punkt. Es ist eine sehr starke Veränderung dieser Stil von Populismus. Der liegt jetzt nicht nur bei einer Partei oder bei manchen Politikern. Eine große Gefahr daran ist auch ein gewisser Ansteckungseffekt, weil das ja auch eine Form von Effekthascherei ist. Aber im Wesentlichen ein Auseinanderdividieren, ein Wir gegen die anderen, ja, ist Kern von diesem Politikstil. Der kann medial vermittelt über die genannten Kanäle sehr viel leichter erfolgreich sein als andere Politikstile. Und das ist natürlich jetzt gerade auch für die europäische Integration heikel, denn da geht es im Kern genau ums Kooperieren, das Gemeinsame vor das Trennende stellen. Wenn man das nicht tut, können diese Strukturen nur sehr schwer funktionieren. Also ich denke jetzt laut nach, weil sich jetzt durch das Gespräch schon etwas entwickelt hat. Es ist so, dass mir sehr stark auffällt, auch in meinem persönlichen Empfinden, dass wir, wenn wir über Europa sprechen und auch über unser Leben und die Veränderungen sprechen, von zwei unterschiedlichen Zeitebenen ausgehen. Das heißt, wir sind konfrontiert, so wie wir jetzt gesagt haben, mit einer Situation von einer unglaublichen Schnelligkeit, die ja verbunden ist mit den digitalen technologischen Entwicklungen, mit unserer medialen Realität. Gleichzeitig funktionieren wir aber als Menschen mit einem anderen Rhythmus, auch als Menschen mit Erinnerungen. Für mich und obwohl ich mich ja noch nicht so alt einschätze, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich aus einer voreuropäischen, aber vielleicht nicht voreuropäischen Welt noch komme, die, wenn man jetzt so vielleicht abfällig sagt, mit ihrer eigenen Geschichte sich so viel beschäftigt hat oder mit dem alten Europa, mit den alten Konflikten. Aber man muss sich schon bewusst sein, dass diese alten Konflikte noch in irgendeiner Weise nachwirken, dass sie in unseren Biografien nachwirken und dass die Veränderungsprozesse langsam sind. Also ich denke, es ist eine Illusion, wenn wir sind also mit Schockveränderungen konfrontiert auf allen Ebenen. Gleichzeitig behaupten wir aber nicht das, was wir wirklich sind. Es geht langsam, es geht über Generationen. Das heißt, auch Europa wird über Generationen wachsen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich an einem Entwicklungsprozess teilnehmen konnte, was dieses
Europa bewirkt hat. Also ich komme aus Kärnten, bin zweisprachig aufgewachsen und bin sehr stark beeinflusst worden von diesem Kärntner Sprachenkonflikt. Und da ging es um Grenzen. Und es ist nicht nur ein Kärntner Phänomen, sondern ein gesamteuropäisches Phänomen gewesen. Das heißt, die Grenzen waren etwas Absolutes. Die Grenzen haben etwas damit zu tun gehabt, wo man zugehörig war. War man jetzt sozusagen, gehörte man der anderen Seite, der Feind, also der gegnerischen Seite ein. Das heißt, ich bin aus der alten europäischen Konfliktgeschichte irgendwie herausgewachsen. Und Europa hat ja eine Konfliktgeschichte auch. Und diese Konflikte sind immer dann an den Grenzen inszeniert worden. Und man hat uns politisch immer einreden wollen, also wenn man zum Beispiel in Kärnten lebt, kann man nicht Slowenisch sprechen, weil Österreich ist Deutsch und diese Geschichten, die vielleicht jetzt wieder zur Sprache kommen. Und was ist dann passiert in diesem europäischen Einigungsprozess? Plötzlich haben wir gesehen, dass die Grenzen überhaupt nicht das Problem sind, sondern dass sie, so wie ich es am Anfang vielleicht auch Ihnen gesagt habe, eine Nahtstelle sind und dass sie uns letztlich verbinden. Das heißt, die Grenzen ziehen sich jetzt nicht mehr, die Kärntner Slowenen sind nicht mehr von den Slowenen in Slowenien getrennt, nicht mehr von den Slowenen in Italien oder in Friaul. Und es betrifft alle Volksgruppen. Und es gibt, glaube ich, kein europäisches Land, das nicht an den Grenzen zweisprachig ist, wo sozusagen überlappend eine Sprachgruppe dann ins nächste Land führt. Das heißt, Europa hat sich zwar immer nicht wirklich mit den Volksgruppenproblemen beschäftigt oder mit den kleinen Nationen, aber durch den Wegfall der Grenzen und ich denke auch durch einen mentalen Wegfall hat man dann sozusagen erfahren können, und zwar ganz konkret im eigenen Leben, das ist das Wichtigste, dass das, was vorher als großes Problem gesehen wurde, überhaupt nicht mehr ist, sondern dass man sich auskennt. Auch die Kärntner, die nicht Slowenisch sprechen, verlieren langsam die Scheu und denken, ich habe ja zum Teil auch Slowenen in der Familie. Das heißt, das sind so kleine Schritte, die aber letztlich ganz wichtig sind, dass man sich innerhalb dieser Grenzen bewegt. Jetzt werde ich das nicht weiter ausführen. Es geht um diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und wir dürfen nicht so ungeduldig sein, nur weil uns die neuen Medien und die digitale Situation jetzt suggeriert, dass aber ab jetzt in 2 Sekunden alles gelöst wird. Eben nicht, sondern man muss sich auf Hartnäckigkeit, auf viel Enthusiasmus und Durchsetzungswillen irgendwie auch einstellen, auch bei den Konflikten, die jetzt zu lösen sind. Ihnen allen beim lauten Nachdenken zuhörend. Ihnen allen beim lauten Nachdenken zuhören so ein bisschen gemein war, warum dieses Trennende gerade so eine Rolle spielt, eine Verängstigung, eine Verunsicherung. Und dazu, wir haben das ja vorher auch diskutiert auf der Standard.at mit einigen Usern, und Peter Katerer hat dazu eine eigene Theorie gehabt. Das Bindemittel in der EU ist derzeit die Angst. Dieselbe Angst, die Einzelne empfinden, wenn sie sich in einer unsicheren Umgebung bewegen und deshalb eine Gruppe mit Gleichgesinnten bilden, die Schutz versprechen. Was halten Sie davon? Ich kann es nachvollziehen. Also in den letzten 2 Jahren auf der Straße, wie ich vorhin erwähnt habe, das waren Menschen, denen ich begegnet bin in allen Regionen. Das waren Tausende von Menschen. Und insgesamt, wenn ich sagen könnte, vom Gefühl, was so die Wahrnehmung war eigentlich eher positiv. Also sie waren durchaus europäisch gestimmt und wollten eine Weiterentwicklung der Europäischen Union. Allerdings habe ich auch viele Menschen bekommen, die eben sehr kritisch gegenüber der EU eingestellt waren und, wenn man nicht sagen kann, auch antieuropäisch. Und bei diesen Menschen habe ich am meisten diese Angst gespürt, von der wir gerade sprechen. Das ist diese Angst, die kommt, wenn man sich fragt, was passiert jetzt mit mir, wenn in all diesen globalen Fragen, die super komplex und immer mehr werden, keine Lösungen gefunden werden, beziehungsweise die Lösungen, die angeboten werden, sind eigentlich die einfachen, wie auch der User es gesagt hat. Und man neigt dazu, diese einfachen Lösungen dann einfach zu nehmen, weil man ein und einfacher Mensch ist und man traut sich gar nicht, dann mit diesen komplexen Fragen wirklich mit Antworten zu beschäftigen, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchen und vielleicht auch
eben viel Expertise und die vielleicht auch sehr schwierig zu beantworten sind. Und ich glaube, wir müssen uns eben in dieser Zeit daran gewöhnen, dass wir sowas brauchen und dass wir Dingen auch Zeit lassen müssen und nicht alles von einer Nacht auf den anderen passieren kann. Und ich glaube aber, das größte Problem, was eben diese Angst verursacht, ist dieses Kommunikationsproblem, was zwischen den Bürgern und der Europäischen Union besteht. Das konnte man wirklich wahrnehmen, wenn man mit den Menschen gesprochen hat. Es sind diese Einflüsse, die diese Wahrnehmung beeinflussen und vielleicht aufhetzen, also nicht nur gegen Gesellschaften gegeneinander aufhetzen, sondern auch einfach eine Schuld, die man verspürt für die eigene Lage oder für die der anderen auf etwas schiebt, was irgendwie konstruiert wurde von Politikern. Und das ist ziemlich leicht mit Angst eben die Herzen der Menschen zu gewinnen und auch die Wahlen zu gewinnen. Ich führe die Probleme, die wir haben, zu all den Einzelthemen und zum Gesamtthema darauf zurück, dass aus einer Vielzahl von Gründen die politischen Führungen in den Mitgliedsländern sich zu wenig entschieden und zu wenig überzeugend vor ihre Bevölkerungen hinstellen und ihnen Sinn und Zweck und Prinzipien dieser europäischen Einigung vorleben, beibringen vielleicht sogar, wie ich vorher schon gesagt habe, sie mitnehmen. Ich sage Ihnen zwei oder drei Beispiele, die sozusagen unterer Level sind, aber die trotzdem bezeichnend sind. Wenn Sie in Österreich in einer beliebigen Versammlung sagen, die Brüsseler haben einen Vogel, weil die beschäftigen sich mit der Gurkenkrümmung, dann werden dort die Leute entweder applaudieren oder hellauf lachen. Niemand hat bisher überzeugend und klargestellt, dass es eine Verordnung der EU über die Gurkenkrümmung gar nicht gibt, sondern es gab eine Diskussion vor vielen Jahren, wo die europäischen Gemüsebauern gebeten haben, man möge doch etwas unternehmen, dass keine gekrümmten Gurken gezüchtet werden, sondern nur gerade, weil die gekrümmten bringt man nicht in die Versandschachteln hinein. Also das ist überhaupt kein riesiges Thema, das ist ein einfaches Thema, weil aber es niemand richtig gestellt hat, konnte es jahrelang zu einer Ridikulisierung der ganzen Tätigkeit der Europäischen Union führen. Das ist das eine. Das zweite, ich habe einmal mit einem britischen Abgeordneten, das ist jetzt ein bisschen makaber, weil ab morgen kann das ja alles anders sein, mit einem britischen Abgeordneten gesprochen, als es noch darum ging, eine gemeinsame europäische Verfassung zu schreiben. Und der hat gesagt, das werden sie nie schaffen, weil sie können keinem Briten einreden, dass er dieselbe Verfassung haben soll wie ein Slowake. Und in der Slowakei ist niemand auf die Idee gekommen, vielleicht einmal eine Reise ins britische Parlament zu machen und dort Güte und Qualität der slowakischen Bevölkerung, der slowakischen Menschen anzubieten. Ein drittes Beispiel. Ich habe einmal erlebt, wie in einer Diskussion jemand gesagt hat, ich habe belgische Verwandte und denen geht es sehr schlecht. Und ich will nicht, dass Österreich mit Belgien in eine Allianz eintritt, weil am Schluss geht es uns so schlecht wie den Belgiern. Jetzt ist das eine vielleicht nur mittelmäßig durchdachte Diskussionsbeitrag, aber es genügt schon, dass so jemand überhaupt auf eine solche Idee kommen kann. Das zeigt, und das ist jetzt mein Fazit, es genügt nicht, wenn politische Führungskräfte sich solche nennen, aber die Führung nicht ausüben. Und dieses Ausüben ist dann jetzt im Konkreten, weil wir uns über Europa unterhalten, auf die europäische Frage bezogen. Aber das ist ja überall so.
Es gibt ja viele andere Lebensbereiche, wo, und das hat man zum Beispiel in der Jahrhundertwende, also 19. zum 20. Jahrhundert, ja Politik auch definiert als eine Bildungsaufgabe. Es gab die Arbeiterbildungsvereine, es gab verschiedene andere Bildungsorganisationen etc. Und wie der Herr Professor vorher sagte, ich habe mir das aufgeschrieben, nur für Gebildete. Ja, dieser Satz, den Sie nicht vertreten, aber Sie haben ihn beispielhaft angegeben, das ist ja überhaupt das Gift in einer Gesellschaft. Das ist nur für Gebildete. Wir haben ja auch diesen Ausdruck von, mit dem kann man nichts anfangen, der ist bildungsfern. Ja, die politische Führung müsste alles unternehmen, dass es so wenig wie möglich Bildungsferne gibt. Und zu erkennen, dass das ein Grundübel unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens ist, dass die einzelnen Bevölkerungsgruppen zu einem und demselben Thema unterschiedliche Meinungen haben, weil die anderen bildungsnah und die anderen bildungsfern sind. Also das ist in Wirklichkeit ein Krankheitssymptom einer Gesellschaft und wir sollten diese Europadiskussion möglicherweise, und ich habe sehr viele schlimme Erlebnisse gehabt mit der Zweisprachigkeit in Kärnten. Und zwar in allererster Linie von Kärntner Mitbürgern, nicht einmal von anderen Bewohnern in anderen Bundesländern. Aber ich glaube auch, und das ist daher, sollten wir besonders dieses europäische Einigungswerk auch dazu benutzen, ein österreichisches Einigungswerk parallel laufen zu lassen und zu erkennen, dass es nicht darum geht, und die Gefahr ist groß, besonders bei Wahlkämpfen, einzelne Bevölkerungsgruppen gegeneinander auszuspielen, als immer wieder das gemeinsame Ganze zu sehen. Weil wenn das gemeinsame Ganze einmal verloren geht, dann haben die Splittergruppen Konjunktur. Und wenn die Splittergruppen Konjunktur haben, dann geht die Bindungswirkung, die Sie sagen, von den Parteien, Verbänden, Kirchen etc. verloren. Weil dann ist ihm viel wichtiger, was weiß ich, die Gamskultur im Rauristal, als was Salzburg überhaupt ist. Und diese Führungsaufgabe, die sollte man immer wieder einmahnen. Und vor allem auch schauen, dass Politiker selber nicht bildungsfern sind. Die Politik hat sie immer wieder versucht, wenn wir mal kurz auf die Zeit von Juncker zurückblicken. Der ist ja wirklich ein bisschen ein Pechvogel, kaum war er im Amt, gab es die Griechenland-Krise und die Frage rund um den Grexit. Dann kam gleich das Migrationsthema auf. Sie wissen, Balkanroute, der Türkei-Deal. Kaum war das so halbwegs gelöst, gab es dann plötzlich die Diskussion und die Vertiefung hat sich verflüchtigt durch das Referendum in Großbritannien. Dann kam die US-Wahl, damit multinationale Zusammenarbeit, TTIP, Freihandelsabkommen war dann ja erstmal auf der Kippe. Dann hat Macron zwar die Wahl gewonnen, aber naja, wir sehen ja, wo er gerade ist. Ne? Und auch in Deutschland hat jetzt die Kanzlerin nicht gerade auf die Reform, wie sagt man da, aufs Gaspedal gedrückt. Und jetzt auch bei der Ratspräsidentschaft in Österreich gab es ja nicht wirklich in Salzburg eine Einigung rund um Migration und Brexit. Irgendwie, man hat sie immer wieder probiert, ne? Aber irgendwie ist es in letzter Zeit nicht so vorangekommen. Woran liegt das? Und vielleicht ist das gerade so ein Phänomen? Wie beobachten Sie das? Also es gibt wahrscheinlich auch da wieder mehrere Gründe dafür, aber es scheint tatsächlich im Moment sehr schwierig zu sein, in der jetzigen Situation einen positiven Narrativ für die Zukunft zu entwickeln und wirklich dahinter zu stehen und damit Wahlen zu gewinnen. Und jetzt kann man darüber diskutieren, liegt es daran, dass einzelne Politiker zu schwach sind, nationale, liegt es daran, dass es einfach schwer ist im Moment, weil die internationale Lage kompliziert ist. Gibt wahrscheinlich sehr viele Gründe, aber es scheint einfach so eine Art gordischer Knoten zu sein, den man versucht hat, mit der Verfassungsgebung für die Europäische Union, der Bundeskanzler hat es angesprochen, zu durchschneiden und die Europäische Union sozusagen auf eine etwas breitere verfassungsmäßige Basis zu stellen und das nicht geschafft hat. Und im Moment, glaube ich, weiß niemand so richtig, wie kann man sozusagen die Union wirklich weiterentwickeln. Die alten Methoden funktionieren nicht so gut. Die Idee des der deutsch-französischen Lokomotive. Deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger,
dass sich möglichst viele Leute einbringen und einfach wir sprechen über was eint Europa, wir sprechen jetzt sehr lange schon wieder über was sind die Probleme, genau, es kommt noch hoffentlich, dass man einfach diese europäische Erfahrung hat, also ins Ausland geht, die Programme, die es gibt in dem Zusammenhang, für die Studierenden, aber auch für Lehrlinge verstärkt, alles das, was Erfahrung bringt, weil das, glaube ich, ist der wichtigste Integrationsschritt, unabhängig von dieser gesamten Diskussion über Institutionen und Abstimmungsregeln und so weiter. Dann machen wir das mal, dann schauen wir mal, was eint uns denn eigentlich? Was sind's denn, was uns zusammenhält in Europa? Wer hat da sich Gedanken gemacht? Vielleicht, wenn ich darauf noch mal ganz direkt reagieren darf. Ich glaube, ich würde den Blick in die Vergangenheit, den Sie gerade gemacht haben, doch vielleicht noch mal ein bisschen weiten. Die Verfassungsdebatte in Europa war eigentlich eine Reaktion auf die abschwächenden Reformschritte, die wir von Vertragsrevision zu Vertragsrevision gesehen haben. Und verzeihen Sie mir, wenn ich jetzt so ein bisschen technisch und Europäische Kommission werde, aber Maastricht war ein wirklich bahnbrechender Vertrag, der sehr viel verändert hat in Europa. Amsterdam, der dann ein paar Jahre danach kam, war schon ein bisschen weniger ambitioniert. Dann gab es den Vertrag von Nizza, der quasi eine absolute Nullrunde gewesen ist. Und wir wussten, weil wir in den 90er Jahren eben diese unglaublichen Demokratiebewegungen in Europa hatten. Wir hatten den Fall des Eisernen Vorhangs, wir hatten den Zusammenbruch der Sowjetunion. Und alle diese Länder wollten Demokratien werden und wollten Teil der europäischen Familie sein. Das passiert hier alles in den 90er Jahren in der Erweiterungsdebatte. Und wir wussten, mit Nizza können wir diese Erweiterung nicht schaffen. Und darum gab es diesen großen Push in Richtung Verfassungsdebatte. Wir sind jetzt ein geeinter Kontinent, der auch die Zukunft gemeinsam gestalten will. Und dieser Kontinent braucht eine Verfassung. Sie wissen alle, wie die Verfassungsdebatte gelaufen ist. Aber was viele nicht wissen, der heutige Lissabonner Vertrag, mit dem wir arbeiten, ist eigentlich zu 90% das, was wir in der Europäischen Verfassung gewollt haben, umgesetzt in das normale Instrumentarium der Europäischen Union. Und ich erzähle das so ein bisschen ausführlicher, weil dieser Lissabon-Vertrag, den wir heute haben, uns alles gibt, was wir brauchen. Die Vorstellung, wir müssten jetzt eine neue Vertragsrevision haben, um Europa weiter nach vorne zu bringen, halte ich für absolut falsch. Was ich glaube, ist, wir müssen das, was wir jetzt haben, was wir durch alle Parlamente ratifiziert haben, in vielen Ländern durch Referenden gegangen ist, wir müssen das nur ausnutzen. Und ich gebe Ihnen da gerne 1, 2 Beispiele. Ein Beispiel ist die Verteidigungszusammenarbeit in Europa. Wir haben alle gesehen, wir haben mit Sicherheitsherausforderungen zu kämpfen, die wir früher nicht gehabt haben. Und dann haben wir bei einem Blick auf uns selber festgestellt, dass wir absolut ineffizient organisiert sind im Bereich der Verteidigung. Wir hatten viel zu viele Waffensysteme, wir hatten viel zu viele Dinge, die nicht funktioniert haben. Wir haben viel zu viel Steuergeld ausgegeben für Verteidigung, weil ja alles 28 Nationalstaaten einzeln gemacht haben. Wir haben überhaupt keine Synergieeffekte gehabt. Und auf der Grundlage des Lissabonner Vertrages haben wir jetzt angefangen, eine Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit auf die Schiene zu setzen, die ich wirklich bahnbrechend finde. Viele von Ihnen kennen die europäische Integrationsgeschichte direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das war eine Generation nicht von Träumern. Das war eine Generation, die geprägt war von dem totalen Zusammenbruch Europas, von den Trümmern, von dieser Katastrophensituation, die wir damals nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Eines der ersten Projekte, es war Kohle und Stahl, auch weil sie kriegstreibende Industrien gewesen sind. Eines der ersten Projekte war, eine europäische Verteidigungsgemeinschaft zu schaffen. Sie wissen vielleicht alle, das ist damals gescheitert, nicht weil es keine gute Idee gewesen ist. Wir hatten eine Unterschrift von 6 Mitgliedstaaten, von den 6 Gründungsmitgliedstaaten. Wir hatten eine Ratifizierung durch 5 Parlamente. Und dann ist diese europäische Verteidigungsgemeinschaft gescheitert in Paris, in der Nationalversammlung. Und seitdem haben wir nie wieder über gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungsanstrengungen in Europa gesprochen. Wir hatten für einige Mitgliedstaaten die NATO, andere Länder wie Österreich oder Irland hatten eben, oder Finnland, Schweden, waren neutrale Staaten. Und wir haben einfach nicht gedacht, dass wir das brauchen in Europa, diese Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit. Wir haben seit der Annexion der Krim durch Russland bitter gelernt, dass wir in so vieler Hinsicht gefordert sind, ein Europa, das schützt, auch besser zu bauen. Und das machen wir auf der Grundlage des Lissabonner Vertrages. Wir haben die sogenannte PESCO, die permanente strukturierte Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen, auf die Schiene gesetzt. Und ich habe mich persönlich unglaublich darüber gefreut, dass Österreich mit dabei gewesen ist. Für Österreich vielleicht schwieriger als für andere Länder und trotzdem bei allen Prüfungen, die Österreich dann auch an seinem eigenen Verfassungsmaßstab gemacht hat, war klar, diese Zusammenarbeit ändert nicht das europäische Friedensprojekt
Europa wird immer ein Friedensprojekt bleiben. Europa wird immer eine zivile Macht bleiben. Wir werden immer einen integrierten Ansatz zu Sicherheitsfragen haben. Wir werden immer unsere Diplomatie in den Vordergrund stellen, Krisenprävention, zivile Mechanismen, immer. Aber diese Verteidigungszusammenarbeit, die ist jetzt eine Reaktion auf eine Zeit, die wir sehen, von der wir glauben, wenn wir unsere Bürger glaubhaft schützen wollen, müssen wir als Europäer da auch mehr zusammenarbeiten. Und das zum Beispiel haben wir auf der Grundlage des Lissabon-Vertrags gemacht. Sie haben völlig recht, wir haben vielleicht bei Schengen nicht die Fortschritte gemacht, die wir haben wollten. Wir müssen beim Euro noch wirklich nachlegen. Aber ich finde, dieser Verteidigungszusammenarbeitsbereich, den nicht als was wirklich Bedeutendes zu sehen, was wir auch geschafft haben, selbst in einer Zeit, in der wir eben viele Probleme haben. Ich glaube, das ist nicht gerecht gegenüber der Europäischen Union. Schengen und Euro haben Sie schon genannt. Was hält uns noch zusammen in Europa aus Ihrer Sicht? Naja, ich muss Ihnen leider sagen, aus politikwissenschaftlicher Sicht ist es halt leider so, dass es dieses Entweder-Oder nicht gibt. Sprich, es sind oft genau dieselben Dinge, ja, die uns einen, wenn man sie so betrachtet, und die uns trennen, wenn man sie anders betrachtet. Beispiel, Wohlstand hatten Sie angesprochen, ganz richtig. Ja, aus der Distanz im Weltmaßstab sind die europäischen Länder ähnlich, ja, sozusagen vom Wohlstandsniveau und auch sogar vom Demokratiemodell. Ja, das kann man so sagen, aus der Distanz betrachtet. Leider ist es so, dass oft genau aus der Nähe wiederum betrachtet ähnliche Aspekte uns trennen. Also, es gibt natürlich große Wohlstandsunterschiede in der Europäischen Union, wenn man es von hier aus betrachtet. Wenn Sie jemand in Rumänien in einer ärmlichen, ländlichen Gegend befragen und das gegenüberstellen, wie wir hier in Wien leben, so ist das ein immenser Unterschied. Und aus diesem Unterschied entstehen unterschiedliche Interessen und in der Europäischen Union teils auch Konflikte. Ähnlich ist es mit der Demokratie. Weltweit betrachtet sind wir alle demokratische Systeme. Genauer betrachtet, die illiberalen Quasi-Demokratien, das ist schon sehr heikel. Ne? Inwieweit das noch mit liberalen Grundrechten, Menschenrechten wirklich gut in Verbindung zu stellen ist und inwieweit das eigentlich in der Europäischen Union noch wirklich gut verträglich ist. Auch inwieweit man da noch gut kooperieren kann, wenn man sich zum Beispiel nicht mehr darauf verlassen kann, dass unbedingt überall das gemeinsame Recht auch wirklich zur Anwendung kommt oder durchgesetzt werden kann, ja, falls es mal so weit kommen würde. So, politikwissenschaftlich betrachtet ist es so, dass das alles komplexe Prozesse sind. Es sind ja auch nicht, weder stehen die Sachverhalte als solche irgendwo, sondern sie müssen interpretiert werden. Auch die Politiker und Politikerinnen handeln nicht alleine irgendwo oder schon gar nicht als Einzelpersonen, sondern das sind politische Systeme, in die die Medien eingebunden sind, in die die Parteien eingebunden sind, viele Einzelne. Ja? Und in dieser politischen Kultur passieren jetzt die Dinge. Und natürlich muss man jetzt auch vereinfachen, da gibt es dann Dynamiken. Und es gab Jahrzehnte, da wurde sehr viel stärker das Gemeinsame, wie es schon gefallen ist, heute vor das Trennende gestellt. Ja? Anders gesagt, Kooperationsmodus, gemeinsames Problem lösen. Heute leben wir in einer Zeit, wo es viele Medien, viele politische Parteien als opportun empfinden, stärker das Trennende voranzustellen, das Gegeneinander sozusagen, ja? Und auch die Blockade dann auf Ebene der Europäischen Union aus kurzfristigen Wahlinteressen, ja, oder Interesse, sich selbst als Persönlichkeit in den Medien stärker vorne zu sehen oder mehr Likes auf Facebook zu bekommen. Das sind jetzt Dynamiken, die können sich entweder weiter verstärken oder auch nicht. Es ist sehr wohl möglich, wenn viele dazu beitragen, das wieder zu einem kooperativeren Politikstil umzuwandeln. Es ist allerdings auch möglich, und das muss man offen sagen, wenn das nicht geschieht, dass letztendlich es eine Form von Negativspirale wird, auf gut österreichisch ein sogenannter Teufelskreis. Und dann gibt es das Gleichnis vom wunderschönen Aquarium, das irgendwann zur Fischsuppe wird, aber dann nicht sehr leicht wieder von der Fischsuppe zum Aquarium gemacht werden kann.
historischer betrachtet gab es immer wieder große Kriege, es sind immer wieder große, eigentlich nicht so unerfolgreiche Systeme, wie auch das Römische Reich und andere, zusammengebrochen. Und es kamen sehr schwierige, sehr finstere Phasen, wo viele Errungenschaften der Zeiten davor dann bitter vermisst wurden. Also ich denke, wir sind alle sehr gut bedient, wirklich miteinander zu versuchen beizutragen, dass das jetzt in dieser Phase langsam vielleicht wieder in eine positivere, kooperativere Politikstilistik übergeht. Ich denke, wir werden nicht... Hört man mich? Ja. Ich denke, wir werden nicht drum rumkommen, darüber nachzudenken, wie wir es schaffen, die Europäische Union näher an den Bürger zu bringen, weil die Inputs, die ich bekommen habe, gingen mehrheitlich in diese Richtung, dass das sehr fern von uns ist, dass es irgendwie nicht wirklich einen betrifft und sie wissen nicht, wie werde ich jetzt von denen vertreten und ich meine, das ist irgendwo und wieso sollte ich überhaupt zur Wahl gehen? Und das finde ich ziemlich gefährlich, wenn man sich dessen nicht bewusst ist und auch, wenn dann auch vor allem junge Menschen auf mich zukommen und mir sagen, du, ich weiß nicht, ich fühle mich jetzt nicht wirklich repräsentiert von irgendwem oder ich weiß jetzt nicht, was die eigentlich wollen, weil ich verstehe kein Wort, das ist so komplex und irgendwie müssen da Schritte unternommen werden. Also das kann beginnen mit Citizens Assemblies oder also modernen Konzepten, modernen innovativen Sachen, die wir vielleicht bisher nicht gewagt haben, weil wir noch nie in dieser Lage waren, weil wir uns noch nicht getraut haben und nicht mutig genug gewesen sind. Vielleicht auch ein paar eben Reformschritte auf der europäischen Ebene, was man machen könnte, die Europäische Bürgerinitiative vielleicht zu reformieren und das ein bisschen einfacher zu machen, sich da irgendwie einzusetzen. Zurzeit ist es eigentlich ziemlich schwierig, 1 Million Bürger in einem Jahr in allen 23 Ländern irgendwie zusammenzubringen. Vielleicht gibt es dann auch also eben mehr Motivation für die Bürgerinnen, sich zu engagieren, zu partizipieren. Da gibt es sicherlich auch mehrere Sachen, die man machen kann. Vielleicht auch, wie man direkt als Bürger zur Kommission, eben den Kommissionspräsidenten vielleicht wählen kann. Und was man sich bewusst werden muss, ist, dass die nächste Wahl eben nicht irgendwie irgendeine Wahl ist, sondern ich glaube, dass es wirklich die wichtigste Wahl seit dem Bestehen der Union sein wird, weil es darum gehen wird, ob Populisten und Europagegner eben gewinnen können, ob wir es überhaupt schaffen, Menschen dazu zu bringen, wählen zu gehen und ob wir ihnen das Gefühl vermitteln können, dass es um sie geht, dass sie im Zentrum stehen und nicht irgendwelche Politiker, die plötzlich ins EU-Parlament abgeschoben werden, wie wir es vielleicht gewohnt sind in den letzten Jahren. Also und vielleicht auch mehr Frauen zu wählen und junge Menschen, wenn ich schon dabei bin. Wie geht das? Was kann man tun? Sie haben Citizen Assemblies erwähnt. Was ist das und wie geht das? Ja, ich habe versucht, mit der Schwarzkopf-Stiftung in Berlin verschiedene Modelle auszuarbeiten mit Jugendlichen aus verschiedenen Ländern, was man tun kann, um wirklich Bürgerinnen und Bürger in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Es ist gar nicht so einfach, das zu entwickeln, weil man natürlich jedem das Gefühl geben will, dass er dabei sein kann. Ja. Und da kann man natürlich sagen, Macron hat ja auch die Idee gehabt mit den Bürgerkonventen. Und meine Idee wäre gewesen, zum Beispiel, es gibt diese Edicts, die ich großartig finde, die überall in Regionen vertreten sind, aber von denen wissen eigentlich auch nicht so viele Menschen Bescheid. Es wäre super, wenn es schon etwas gibt, quasi das weiterzuentwickeln, zu sagen, das könnten doch Anlaufzentren sein für Leute, wenn es dann um bestimmte Themen geht, die vielleicht auch regional sind oder auch national oder auf europäischer Ebene, dass man einen Input dazu gibt, dass man die verarbeitet und dann auch wirklich nach oben trägt und mit einbezieht in die Entscheidung im Europäischen Parlament und nicht irgendwo sich in Luft auflöst, weil das Gefühl habe ich zurzeit. Ich habe mehrmals versucht, Menschen zu befragen, was wollen sie denn für die Zukunft Europas, was sind eure Anliegen und
ich sammle diese Anliegen, das sind hunderte von Sachen, die Menschen wollen, unter anderem auch diese EU-Armee und gemeinsame starke Außenpolitik und eine gemeinsame Stimme in der Welt. Aber wie soll das alles nach oben gebracht werden? Damit müssen wir uns beschäftigen irgendwie. Ja, ich habe ja jetzt auch kein Rezept. Ich finde, es gibt also das, was Sie gesagt haben oder das, was in der Runde gesagt worden ist, sind ja Argumente genug, die also uns für Europa begeistern könnten und müssten. Ich gehe immer noch davon aus, dass die Mehrzahl der österreichischen Bürger oder auch der europäischen Bürger und Bürgerinnen für Europa, für ein gemeinsames Europa ist. Ich glaube, wir empfinden das alle als Baustelle in allen Institutionen, in allen Lebensbereichen und in allen gesellschaftlichen Bereichen, aber es ist natürlich schon sehr viel passiert. Und wir reden jetzt auch darüber, wie schwierig es ist, also breitenwirksam so strukturelle Aufgaben, Diskussionen und so weiter, ja, einfach zu etablieren. Aber das ist ein Prozess der Demokratie, der sehr wichtig ist. Manchmal vermisse ich, weil sich so vieles geändert hat, eine Frau oder einen Mann der alle europäischen Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel für dieses Europa begeistern könnte. Ich denke mir immer, warum wir jetzt es gibt so viele Sprecher und Sprecherinnen, aber gibt es jemanden, der uns einfach mitreißt, der die jüngere Generation auch mitreißt, weil wir sind ja so gepolt, auch durch unsere Medienkonsum und vor allem auch durch unser tägliches Konsumieren, dass immer alles so sensationell sein muss und so weiter. Es muss uns emotional ansprechen. Das heißt, wir sind ja selber auch dafür zuständig, dass wir jemanden, uns selber und die Nachbarn und wen auch immer für Europa emotionalisieren. Das muss ja auch eine Rolle spielen. Finde ich sehr wichtig und da tragen alle eine Verantwortung dafür. Gründe gibt es ja wirklich genug. Was ich vorher mir noch nur als eine ganz kurze Replik oder nur einen Gedanken, wenn es um die Politikerinnen und Politiker geht. Es hat ja ein großer Wandel stattgefunden in den letzten 20 oder 10, 15 Jahren, wo nicht nur Institutionen in Frage gestellt werden, sondern auch das Phänomen der Politik. Die Politik ist ja an und für sich entmachtet worden in ihrer Wirksamkeit. Also wenn ich jetzt rein aus dem Bauch heraus so nachdenke, wenn man Tageszeitungen liest, dann die Wirtschaftsseiten, auf die Wirtschaftsseite kommt, es wird eigentlich gehässig über Politik geredet, quasi die können nichts, die bringen nichts zusammen, es dauert so lang, sie bringen keine wirkliche, sie lavieren hin und her. Das heißt, es wird immer in Frage gestellt, für wen sprechen sie und so weiter. Die Politiker und Politikerinnen stehen als Phänomen nicht gut da. Jetzt kann man darüber diskutieren, warum das jetzt so ist, aber also es ist eher in vieler Hinsicht gibt es einen Vertrauensverlust. Und auch darüber müssten wir nachdenken, weil es jetzt eine Mode der Zerstörung gibt. Alle wollen immer alles zerstören. Es ist so toll und wir haben einen Präsidenten, der sozusagen darauf programmiert ist und uns unterhält und auch viel wichtiger in den Nachrichten ist, als zum Beispiel als Erste höre ich, was der amerikanische Präsident macht und dann kommt lang nichts und dann kommt vielleicht irgendwie zum Schluss ein Kommentar oder eine kleine Replik, was in Europa passiert oder in den einzelnen Staaten passiert. Das heißt, also es hat alles hat, also wenn wir uns jetzt ein bisschen beklagen, aber es hat alles irgendwie mit allem zu tun. Und ich wünsche mir natürlich eine Person, oder wenn es 10 sind, die also auch weiterhin begeisterungsfähig die Menschen begeistern können. Auch nicht nur, dass Europa eine Baustelle ist, und das ist sie ja, aber dass sie eine Alternative bietet in diesem Wahnsinn, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Und wir müssen diese Alternativen einfach hervorkehren und in Alternativen denken. Nichts ist alternativlos. Ich bin so schockiert gewesen, als Frau Merkel das gesagt hat. Also warum? Nichts ist alternativlos. Es gibt immer eine Alternative. Und es gibt sogar vielleicht, ich weiß nicht, ob es im Krieg, da bin ich nicht ich bin nicht Spezialistin für ganz wenige Dinge vielleicht. Aber also da muss man hinarbeiten. Also Begeisterung ist ja auch der Glaube an die Zukunftsfähigkeit, auch neue Wirtschaftsformen zu entwickeln oder sich zu überlegen, wie diese Systeme gehen. Da müssen ja die Köpfe dann irgendwie arbeiten und da gibt es genug Potenzial in Europa, wie ich finde.
gäbe ja einige gute Schlagworte zur Einigung. Markt, Frieden, Euro, Schengen, Erasmus, Gültigkeit des Rechts und so weiter. Also vielleicht öffnen wir das Podium und fragen mal diejenigen, die hier sind. Vielleicht gibt es Anmerkungen dazu, eigene Ideen, die wir gemeinsam diskutieren könnten, Nachfragen. Es laufen 3 Kolleginnen und Kollegen mit blauem Hemd und Mikrofon herum. Wer etwas anmerken möchte, fragen möchte, kann den oder diejenigen zu sich rufen und was sagen. Da ist auch schon eine Wortmeldung aus der 2. Reihe. 3. Reihe. Ja, ein Punkt, der mir auffällt, ist, wenn ich in Wien zur Wahl gehe, dann wähle ich eine Wiener Partei. Wenn ich zur Nationalratswahl gehe, dann wähle ich eine österreichische Partei. Und wenn ich jetzt im April, glaube ich, ist es, oder Mai, zur EU-Wahl gehe, dann wähle ich wieder eine österreichische Partei. Warum schaffen wir es nicht, wie ich glaube, Cohn-Bendit hat es schon einmal angeregt gehabt, europäische Listen zu haben, um auch das Bewusstsein zu haben, wir wählen das Europäische Parlament und nicht irgendwelche nationalen, Figuren ist jetzt negativ, meine ich jetzt nicht so, irgendwelche nationalen Vertreter, sondern wir wählen eigentlich das Parlament, das über Europa und damit auch mit uns entscheidet. Warum haben wir das nicht? Das geht eigentlich an Sie natürlich. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, der Grund, warum wir es noch nicht haben, ist genau das, was wir vorhin gehört haben. Es ist einfach die Geschwindigkeit. Europa wird über Generationen wachsen. Es ist schon über Generationen gewachsen, immer weiter mit Fortschritten und es wird, glaube ich, irgendwann dazu kommen und möglicherweise schon bei der nächsten Europawahl. Aber wenn ich nochmal über diese Europawahl was sagen darf, das ist die erste Wahl, bei der die Millennials wählen werden. Die allererste, und darum glaube ich so fest daran, dass diese Fortschritte, die Sie völlig zu Recht einfordern, von dieser Generation, die jetzt das erste Mal an die Wahluhren geht, Sie werden diejenigen sein, die genau diese Fortschritte in Europa umsetzen werden. Da ist mein fester Glaube, das ist nämlich die Erfahrung aus der Geschichte, dass wir eigentlich nie zurückgegangen sind. Wir haben häufig Stagnation gehabt, wir hatten mal eine ganze Dekade der Eurosklerose. Wir werden immer auch Streit in Europa haben, wir werden immer auch Meinungsverschiedenheiten haben, aber eigentlich, wenn wir mal die Tendenz sehen, die Tendenz geht schon in die richtige Richtung. Man kann immer sagen, es geht nicht schnell genug. Sie haben gerade auch völlig zu Recht gesagt, es geht zu schnell. Und dennoch glaube ich, das, was Sie einfordern, das werden Sie noch erleben. Das werde ich auch noch erleben, da bin ich mir ganz sicher. Ich finde das auch ein Wahnsinn, dass kommuniziert wird, dass die Menschen, die jetzt für die Europawahl gewählt werden, ein Land repräsentieren im Parlament. Das ist völliger Unsinn. Das wird nicht passieren, weil die Entscheidungen, die im Parlament gefällt werden, alle Unionsbürgerinnen und Bürger betreffen werden. Und da müssen wir uns wirklich darüber bewusst werden. Und wenn irgendwer so einen Unsinn sagt, dann müsst ihr auch euer Wort erheben und es sagen, weil sonst werden das Menschen nicht verstehen können. Das wird nicht genug kommuniziert, auch über die Medien nicht. Und ich denke, es gibt schon eine Entwicklung in vielen Ländern. Also in Deutschland kenne ich das so in DiEM 25, dass jetzt eine transnationale Liste antritt. In Österreich kenne ich das über die NEOS, dass da jetzt verschiedene Europa-Staatsbürgerinnen auch mit draufstehen. Und es wird in der nächsten Zeit in diese Richtung gehen und es wird mit der Generation besser werden. Und ich setze wirklich auf die neue Generation und auf die Zukunft. Es gibt schon einen kleinen Fortschrittsbericht. Vor 10 Jahren haben die politischen Parteien in Österreich für die Mandate in Brüssel oder Straßburg hauptsächlich Damen und Herren ausgewählt, die sie in Österreich nicht brauchen konnten. Und das ist so ähnlich wie bei uns bei den Bundesländern, wo ja auch nach Wien die geschickt werden, auf die man im Bundesland nicht so großen Wert legt. Das ist jetzt schon viel besser. Und das hängt aber auch zusammen mit einer grundsätzlichen Art und Weise, wie man an demokratiepolitische Meinungsbildungs- und Entscheidungsfindungsthemen herangeht. Wir haben derzeit die Situation, dass jedes Mitgliedsland einen Kommissar stellt. Da braucht man nicht lang herum zu diskutieren, das sind zu viele. Man braucht keine 28 Kommissare. So viele Arbeitsgebiete gibt es nicht. Beziehungsweise, wenn man sie durch 28 dividiert, bleibt kaum ein Arbeitsgebiet über, das groß genug ist für einen Kommissar.
Das ist aber bisher deshalb nicht gegangen, weil die Meinung bestand, der Herr Kommissar X ist unser Vertreter in Brüssel, was eine Fehlmeinung ist. Der ist ja nicht unser Vertreter in Brüssel, sondern ist der Vertreter der Europäischen Union, in der Union und in der Welt. Und ich entsinne mich sehr gut, wir haben einen außerordentlich tüchtigen Agrarkommissar gehabt, den Franz Fischler, der wirklich eine sehenswerte Agrarreform in Europa durchgesetzt hat. Und seine größten Gegner waren die österreichischen Bauern, weil sie gemeint haben, ich sage Ihnen was, in der Europäischen Union gibt es ein Prinzip, das Subsidiaritätsprinzip. Die österreichischen Bauern waren sehr dafür für das Subsidiaritätsprinzip, weil sie Subsidiarität mit Subsidien verwechselt haben. Und gefürchtet haben, die bleiben aus. Und die sind dann auch wirklich ausgeblieben, weil sie keinen Platz mehr haben in dem ganzen System. Also wenn wir noch weitere Fortschritte erzielen, und der nächste Punkt ist natürlich die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips. Weil in Beschlüsse beim Einstimmigkeitsprinzip kann jeder Einzelne ein Veto einlegen und es, wie man wienerisch sagen würde, es geht nichts weiter. Also wenn wir das zusammenfassen, dass wir vor einer Umwandlung des Einstimmigkeits in ein Mehrstimmenprinzip übergehen, dass die Auswahlkriterien für die Mandatare eine andere schon geworden ist, aber noch weiter verbessert werden kann. In der Kommission Streamlining oder was immer herstellen, dann landen wir vielleicht bei einem Idealbild dort, wo wir sagen, ob Dame oder Herr, sie oder jener, sie wollen wir haben. Und dann schaut das Ganze schon viel besser aus und macht ein besseres Bild, als wenn in Umfragen die Leute schon heute sagen, dass sie im Mai gar nicht zu der Europawahl hingehen werden, weil sie nicht wissen, worum es dabei geht. Wir hatten schon eine Reformidee aus dem Forum. Wer hat weitere Ideen oder Fragen, Anmerkungen? Vielleicht die Herren mit den Mikrofonen mir ein kurzes Signal geben, wo, hier an der rechten Seite bitte, also links. Ich weiß nicht, ob ich aufstehen soll oder nicht. Okay, bleib sitzen. Und zwar, ich hoffe, es schrammt jetzt nicht an dem Thema vorbei, aber europaweites Phänomen meiner Meinung nach ist, dass die Sozialdemokratie schwindet und dass Demagogen immer mehr Handlungsspielraum gewinnen. Und mich würde interessieren, was Ihre Einschätzung dazu ist, warum das der Fall ist. Und wenn ich nur kurz meine persönliche Meinung beitragen darf, ich hoffe, das ist jetzt nicht unangebracht. Und das kann ich natürlich nur österreichweit machen, weil ich weiß jetzt nicht, was in einem Vorort von Florenz oder so passiert. Aber meiner Meinung nach verlieren die Sozialdemokraten in Österreich eine Grundwählerschaft und sie bringen es nicht zusammen, die potenziellen neuen Wähler, so zum Beispiel meine Generation, für sich zu gewinnen, sondern verlieren es an etwaige Parteien wie Neos und Grüne etc. Danke. Während sich der Herr Bundeskanzler eine Antwort überlegt, schauen wir kurz, wer noch etwas fragen möchte. Hier hinten eine Wortmeldung. Bitte schön. Ich kann mich dem Kollegen nur anschließen. Bin ein älterer Student und wir müssen mit Bedauern sehen und erkennen, dass die sozialen Aspekte der Gesellschaft an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden oder werden. Und dass diese Kraft, die soziale Aspekte betont, marginalisiert werden. Und ich glaube, das ist ein Problem in ganz Europa. Wir sehen in Frankreich die Bewegung der gelben Westen und wir sehen in Italien gibt es Probleme, in ganz Europa gibt es diese Probleme und zum Beispiel Mieten. Früher war es so, dass man gesagt hat, wenn man zu zweit war, 1/4 des Lohnes, damit bezahlt man die Wohnung. Heute muss ein Lebenspartner für die Miete aufkommen und das andere der andere. Und da kann ich nur sagen oder fragen,
den Altbundeskanzler, was er dazu sagt, wie es möglich wird, dass man diese Aspekte des sozialen Lebens wieder hinein in die Diskussion, in den Diskurs führt. Und ich denke, dass die Sozialdemokratie es notwendig hat, wieder die Diskurshoheit zu gewinnen, nämlich die Idee, die Visionen in das Land zu tragen. Herr Bundeskanzler. Bin nicht sicher, ob ich alles verstanden habe. Sie sitzen für mich sehr weit weg. Aber ich glaube, Sie haben insofern einen Kernpunkt angesprochen, als unsere politischen Systeme, um nicht zu sagen Zivilisationen, aber die politischen Systeme eine Tendenz in sich bergen, dass die eigentlichen Grundbedürfnisse der Bevölkerung nicht im zentralen Fokus der Aufmerksamkeit der Politik stehen. Da gehört dazu also das Wohnungssystem, da gehört dazu überhaupt die Finanzierung des Lebensstandards, da gehört dazu auch wirklich darüber nachzudenken, neu nachzudenken, in welchem Eigentum die wichtigen Institutionen des Staates eigentlich stehen und stehen sollen. Also ich bin nicht ein glühender Anhänger der vollkommenen Verstaatlichung und ich bin auch kein glühender Anhänger der vollkommenen Privatisierung. Aber es hat sich schon herausgestellt und wird sich noch mehr herausstellen, dass der Staat oder die öffentliche Hand sich ein bestimmtes Limit auferlegen soll, wo er sich überall zurückzieht. Weil wir haben doch etliche Beispiele, wo das Zurückziehen des Staates dann dazu geführt hat, dass man nicht mehr so genau weiß, welche Interessen dort vertreten werden und wo die Geldflüsse, die in Bewegung gesetzt wurden, denn eigentlich enden. Und daher wird man sich das sehr genau überlegen müssen, wie man das wieder einfängt. Und das französische Beispiel ist ja eins der dramatischesten wahrscheinlich in Europa zurzeit. Und das führt uns auch zu einem anderen, möglicherweise unpopulären Nachdenken, aber der weitgehende Verzicht auf politische Parteien und das sich hinwenden zu sogenannten Bewegungen, die weltanschaulich nicht untermauert sind, nicht abgesichert sind, führt natürlich zu viel Opportunismus in der Politik. Und Macron bezahlt jetzt seine einigermaßen mutigen Ansagen im Wahlkampf und einige auf den Wahlkampf folgenden Maßnahmen, wo er ganz offensichtlich zu wenig bedacht hat, welche Konsequenzen das für die einzelnen Gruppierungen hat und auch möglicherweise nicht bedacht hat, welche Lebendigkeit in der französischen Straße beheimatet sind. Die französische Straße war immer seit der Revolution 1789, wahrscheinlich auch schon vorher, ein ganz wesentliches politisches Parkett. Und wenn man das alles zusammenfasst und wichtige Elemente außer Acht lässt, dann kommt es zu den Fehlbildungen. Und Macron hat jetzt die größten Schwierigkeiten, aus dem wieder herauszukommen und einen überschaubaren, vernünftigen politischen Weg einzuschlagen. Also das ist jetzt nicht wirklich, ich kann Ihnen jetzt nicht wirklich eine konkrete Antwort geben über die Wohnungskosten der Familie, wo er arbeitet und Sie arbeiten und er zahlt die Wohnung und die Frau zahlt alles andere. Aber ich sehe dort in den Grundzügen, die ich jetzt skizziert habe, wahrscheinlich auch ein wichtiges Stück Zukunftsweg. Eine letzte Frage schaffen wir noch von der Galerie. Ich glaube, da war noch eine Wortmeldung, bitte. Ja, hallo, können Sie mich hören? Ja. Soweit ich richtig informiert bin, ist zurzeit die EU-Kommission das einzige Organ, das das Initiativrecht hat, also Gesetzesentwürfe einbringen kann. Wäre es vielleicht eine Maßnahme anzustreben, dass das Parlament auch das Initiativrecht bekommt, um möglicherweise mehr Bürgernähe herzustellen, die Wahlen aufzuwerten und vielleicht auch ein bisschen den rechten Bewegungen ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen?
Danke. Auch da, ich finde, das ist auch wieder eine ganz ausgezeichnete Reformanregung und Sie werden da unterschiedliche Stimmen zu in Brüssel finden. Ich bin sicher, Sie sind dafür. Ja. Und Sie haben sehr, sehr viele in Europa, die absolut Ihrer Meinung sind. Ich kenne aber auch Europaparlamentarier, die jetzt im Parlament sitzen, die sagen, wir wollen das Initiativrecht gar nicht haben. Denn wenn das Parlament das Initiativrecht kriegt, dann muss es auch der Rat als zweite Gesetzgebungskammer kriegen. Und das wird nur ein größeres Chaos verursachen, wenn wir auf der einen Seite das Parlament haben, auf der anderen Seite eben auch den Rat. Dann ist es uns lieber, es macht nur die Kommission und das ist dann einheitlich. Es ist nicht unbedingt meine Meinung und ich habe gelernt, es ist auch nicht Ihre Meinung. Und auch das steht zur Disposition. Nichts, was wir im Augenblick in Europa haben, ist jenseits von Diskussion und jenseits von Veränderung. So grundlegende Fragen, unsere Werte natürlich, die sind unveränderbar. Aber wir können viele Mechanismen überdenken und im Augenblick steht es so im Vertrag drin. Wir bräuchten also für diesen Vorschlag auch eine Vertragsänderung. Ich habe gerade gesagt, wir haben den Lissabon-Vertrag und auf dessen Grundlage können wir eine ganze Menge machen. Aber natürlich wird es irgendwann wieder eine Vertragsänderung geben. Und wenn dann die richtigen Leute im Europaparlament sitzen, die alle diese Vorstellung haben, dann wird das natürlich auch geändert werden. So, wer ist für einen neuen Vertrag? Kann mich hören? Wer ist für einen neuen Vertrag, die gegründet ist auf Bürgerinnen und Bürger? Und genau solche Entwicklungen befürwortet und wirklich nach vorne bewegt. Also ich finde, das ist absolut die Zukunft. Wenn es nicht so dorthin entwickelt wird, dann bleibt es so, wie es ist. Und ich glaube, so wie es jetzt ist, sollten wir eigentlich nicht weitermachen, weil die Krisen immer größer werden und wir brauchen dann mehr Handlungsmacht, was wir zurzeit nicht haben. Aber Sie haben mir versprochen, dass wir noch ein Themengebiet abdecken, nämlich was können wir tun? Also was kann jeder Einzelne von uns tun? Die Kommission kann tun, mehr unter die Menschen zu gehen und nicht nur diese großen Versammlungen, wo man quasi immer mal mit den Europäern zusammen spricht, sondern wirklich auch sich öfter in den Regionen zu begeben. Das kann Wunder bewirken. Ich spreche wirklich aus Erfahrung, wenn ein Bürger aus Österreich mit jemandem, der von der Kommission gerade da ist und ihm erklärt, worum es geht, dann entstehen neue Geschichten und es werden Mythen aus dem Weg geschafft und das hilft wirklich, dass man das auf einen Menschen dann beziehen kann. Was wir tun können im Saal ist, uns in überparteilichen proeuropäischen Organisationen zu engagieren, zum Beispiel Pulse of Europe in Österreich, also in Wien. Auf jeden Fall aufschreiben, wer was zum Schreiben hat. Pulse of Europe, ganz großartig, es ist transnational, es ist überparteilich, überkonfessionell, es kann jeder mitmachen und es geht darum, auf der Straße ein offenes Mikrofon zu bieten und auf Europa aufmerksam zu machen und Menschen darauf aufmerksam zu machen, generell zur Wahlurne zu gehen. Damit eben, weil die Frage vorhin kam, nicht die Demagogen gewinnen, weil die es schaffen, nämlich mit ihren Themen Ängste zu schüren und damit die Sachen, die gerade wichtig sind, die zu lösen sind, zu emotionalisieren und oft dann diesen vermeintlich einfachen Weg wählen zu lassen. Und dagegen können wir nur ankämpfen, indem wir dieses Bewusstsein verbreiten, dass wir jetzt wirklich für die anderen Parteien wählen müssen und uns entscheiden müssen, wen wir ins Parlament schicken und wer uns in den nächsten Jahren vertreten wird. Für ein Schlusswort. Für ein Schlusswort freiwillig gemeldet hat sich vorhin der Herr Bundeskanzler. Vielleicht haben Sie ein paar Worte für uns zum Abschluss der Veranstaltung. Ist das ein Schlusswort? Ich finde, ein ganz großes Anliegen muss es uns sein, und das hebt uns über das Europathema hinaus, die Zivilgesellschaft zu erhalten. Und die Zivilgesellschaft könnte in Gefahr sein, wenn wir uns einige Fehlentwicklungen in europäischen Demokratien ansehen. Ich meine Folgendes, dass in einigen Mitgliedsländern parlamentarische Mehrheiten bei Wahlen erzielt wurden und dass diese parlamentarischen Mehrheiten dann, wenn sie einmal in Amt und Würden sind, mit der Demokratie sträflich umgehen. Was heißt das?
Das heißt, dass in einigen Staaten, in einigen Mitgliedsländern parlamentarische Beschlüsse gefasst werden, die Grundprinzipien der Demokratie einschränken, schädigen, in Frage stellen. Also etwa Pressefreiheit einschränken, Redaktionen schließen, die nicht das Regierungslied singen und schreiben, also Richter an Höchstgerichten ohne sichtbaren Grund, ohne erkennbaren Grund einfach abziehen, absetzen. Geschäftsleitungen von Zentralbanken mundtot machen. Das alles, meine Damen und Herren, sind besorgniserregende Entwicklungen, die durch demokratische Prozesse möglich geworden sind, weil die sind ja in eine Mehrheit hineingewählt worden und missbrauchen dann ihre Mehrheit, um Grundrechte, Menschenrechte, Freiheitsrechte etc. zu beschränken. Ich sage das deshalb, weil mich sehr beeindruckt hat, was Sie gesagt haben über die digitale Wandlung, digitale Revolution. Und komme wieder auf mein erstes Credo zurück, wo denn eigentlich die Aufgabe der politischen Führungskräfte liegt und liegen muss. Und sie muss zum Beispiel dort liegen, mit dieser Bedrohung, und in mehreren Diskussionsbeiträgen hier am Podium ist das zum Ausdruck gekommen, wo durch diese digitale Wandlung, die man jetzt mit unterschiedlichen emotionalen Ausdrücken versehen kann, in Wirklichkeit demokratische Prinzipien und Vorgänge ausgehebelt werden. Und ich weiß, und wir alle wissen, dass das eine Sisyphus-Aufgabe ist, der Politik, sich diesen Auswüchsen zu widmen und mit ihnen so zu verfahren, dass die Auswüchse keine Auswüchse mehr sind. Das ist ein unfassbares Thema. Das ist wie der stille Ozean von einem Punkt bis zum anderen. Aber es muss angegangen werden. Warum? Nicht nur, weil einzelne Menschen beleidigt werden, weil einzelne Menschen im höchsten Grade diskreditiert werden können, weil Hasspostings und Hetzepostings und so weiter ja für jeden einzelnen Menschen, für seine Familie und so weiter unglaublich schädlich und verderblich sein können, aber noch in einem viel höheren Maß, weil durch diese Auswüchse, und jetzt schließt sich der Kreis, die Zivilgesellschaften zerstört werden können. Und wenn die Zivilgesellschaften einmal nicht mehr zu Wort kommen, dann werden in den Systemen, in denen die parlamentarischen Grundrechte schrittweise zerstört werden, wird es keine Gegenstimmen mehr geben. Und die Gegenstimmen, man kann ja nicht jetzt dort mit der Gendarmerie einmarschieren und sagen, ihr dürft solche Beschlüsse nicht fassen, sondern man kann ja nur wieder schauen, dass die Stimmung der Bevölkerung, der Wähler, eine andere wird und wieder zu anderen Mehrheitsbildungen führt. Wir sehen in einigen Fällen sehen wir schon Ansätze dazu, wo auch auf der Straße demonstriert und verbal gekämpft wird. Aber wenn, um es noch einmal zu deutlich zu sagen, wenn dieser digitale Wahnsinn, haben Sie gesagt, nicht in bestimmte Bahnen gelenkt wird, dann wird die Zivilgesellschaft geschwächt, und wenn die Zivilgesellschaft geschwächt wird, wird man keine Stimmung zur Redemokratisierung dieser Systeme auf die Beine stellen können. Und das braucht man aber, weil das die einzigen Möglichkeiten in der Demokratie sind, Demokratie zu schützen und abzusichern. Ich danke für Ihre Zustimmung, und mir bleibt es nur noch zu sagen, dass ich sehr positiv berührt bin, in gewisser Hinsicht sogar, wenn ich etwas emotional werde, beglückt, dass niemand an diesem Podium eine Stimme der Resignation erhoben hat, sondern alle gesagt, wir können und wir müssen und wir sollen und wir werden. Und wenn wir dieses Werden von dieser Veranstaltung auf eine größere Basis vielleicht
vermitteln können. Dann, verehrter Herr Rektor, haben wir Ihnen im besonderen Maß für diese Veranstaltung zu danken, weil dann ist sie über unser heutiges Thema hinausgehend hoffentlich wirksam. Und wenn ich einen Dank sage an Sie, dann sage ich den Dank an die Damen und Herren des Auditoriums, dass Sie uns zugehört haben. Vielen Dank und alles Gute.